Okay. Vorname. Wie im Fuck, wieso kann ich es Discord. nicht? den Username auf Teamspeak da? Perfekt, läuft irgendwo dann der Anti-Stream von mir. Warte schnell. Ja, dass es jetzt geht mit Spectator ist ja glaube ich noch klar, aber die Frage ist, wenn alle nachher drin sind, eben dann, Voll. eben, vielleicht sind ja jetzt noch nicht alle drin. Was macht er dann hinter mir, Alter? Affe. Da kannst du halt wirklich nicht Ist ja überholen. jetzt noch nicht alle drin. Nein, der Ding kannst du nicht überholen. Oh shit, Alter. Tschüss. Also ich kann dir jetzt Spectator, ja. Ah, nice. Aber ich habe den Stream trotzdem noch offen für so Fuel und Vehicle Status und so, weil das sehe ich nicht im Spectator. Oh, SpongeBob. Hä? Wieso hat er jetzt nicht früher gestoppt, Alter? Also beim Spectator ist es kein SpongeBob. Oh no. Alle clean. Alter. Shakira, Shakira. Okay, die muss ich noch lieben, da, Alter. Trotzdem besser als vor. Das sagt einiges darüber aus. Oh, was läuft da? Oh nein, jetzt fängt es sicher an blenden irgendwo.
die Sonne untergeht. Der hat schön gewartet. Ja. Die haben wir, glaube ich, schon mal gelobt im Fall. Das kann sein. In Es dem gibt Auto. ein paar, die sehr angenehm sind. Ist das der Florian? Hallo. Hello, Hello. hello. Der Flo. Der Florian. Wie läuft's? Wie läuft's? Gut. Es läuft gut, es läuft easy gut. Also wir haben jetzt nicht Güder. so kranke Zeiten gebracht voran. Aber wir sind auch keine Quali-Sim gefahren, also alles easy. Easy. Nice. Ich kann mal essen. Jo, Gut, schöner. Schöner bis später. Ein guter. Dankeschön. Du kannst das bei mir auf YouTube auf dem Stream schauen, Florian. Sollte ich eigentlich. Warte, den Link hast du ja. Der ist auf dem... Voll, den hast du gerade vorne im Snendits Racing Link. Yes. Und dann muss ich dich jetzt noch im Schach schlagen. Die Unze hat gezogen. Der Raffi, die Memme hat die Herausforderung noch nicht angenommen. Ach. Ist der jetzt hinter dir für dich gemodelt? Warte schnell. Ich sehe noch gar nicht mehr hinter mir. Ah, nein, ist er nicht. Ja, im Dings ist er eben auch nicht. Im Komisch. Watch. Fest. Driver behind. Nein, das habe ich nicht wollen. Driver behind on track. Dumme Sieche. Fuck. Hey, der Unze, ich habe nur Stand gebildet im Stream. Habe ich ja gerade gesehen. Moment. Aha, Fuck warning. Scheiße. vielleicht wie es jetzt gerade... Ja, jetzt. Ich habe rausgetappt eben. Raffi Meier. Alter, aber mega bad der Stream. Ah, jetzt. Jetzt ist gut. Jetzt Hey, ist es warum gut ist- gewesen. Gut gewesen, Warum Florian. ist der Sound vom Discord im Stream da uns? Das können wir nicht ausschalten. Den Okay. müssen wir leben. Aber nicht bei dem Programm, das wir jetzt nutzen.
darf ich nicht zu viel Scheiß erzählen, weil da gehören 5 Leute. 5 Leute schauen zu. Ja, Ich habe ihn offen, du hast ihn offen, das heisst, es sind 3 andere da. Ich bin meine Driving Skills. Ich habe deine Skills. Ah, Nico hat geschrieben. Viel Glück euch beiden Bros. Packt ihr. Mit einem Bier-Emoji und einem Pokal-Emoji. Ja, mit dem Bier Danke, packen wir es Nico. auf jeden Fall nicht dann. Wir geben unser Bestes. Oh ja. Bier gibt's heute keins. jetzt habe ich schon wieder Standbild. Ah, jetzt habe ich wieder rausgetappt. Ich darf nicht raustappen. Jetzt jetzt wieder nicht mehr. Na, bei mir klopft es. Moment. Wait, das nachkommt bald. Kann man mir auch vorbeibringen? Ei! Der SpongeBob-Auto hinter dir hat den Lastiausgang rübergenommen. ja. Oh ja, voll. Hey, was ist das für ein komisches Mod? Ja. Reminder from Race Control, please turn on your lights, your headlights, in order to avoid sudden disqualification. Zuerst I wieder repeat, Scheibenwischer please turn on angemacht. your headlights to avoid sudden disqualification as it's getting darker. Dumme Goofy. Nein, der ist jetzt gut gewesen. Ja. Aber ja, dort überholen finde ich auch nicht nice. So in der S rein. Hey, wie lange geht das Training? Bis am 8. oder so. Okay. Und dann ist kurz Drivers Briefing über Zoom. Und dann ist Quali. Okay. War noch ziemlich etwas Ja, vor. nice. Ey, ich habe 40 FPS, was soll denn das? Ja, das ist bitter. Mehr als die meisten Hollywood-Filme. True. Aber wenn es keinen Fahrer auf dem Server hat, habe ich 100. Ja, gut. Ist das hinter mir ein Prototyp schon, oder? Ja. Der hat auch schon gewartet.
Aber für das, dass 6:30 ist jetzt, dann ist noch easy hell. Mhm. Hast du Headlights gebindet aufs Steuerrad oder auf die Tastatur oder so? Das ist du. Aber ich schaue schnell wo. Ich bin nicht mehr Mhm. ganz sicher. Hat schon ein bisschen lang, der Server zum Teil, aber... Ja. Alter, P18 von 30 Graffi. Nice. Ich würde nicht sagen, das ist krank gut, aber es ist krank gut. Auf geht's, Junge, auf geht's. Hey, habt ihr Ovomaltinen auf eurem Auto? Ja. Mhm. Und schau mal hinten drauf. Was wir hinten drauf haben. Es schneidet immer weg. Was ist hinten drauf? Du siehst es jetzt gerade. Ich sehe es nicht. Kopf ab. Kopf ab. Ovomaltinen Kopf ab. Und hinten links auf dem GTE Kotflügel Team. haben wir noch Rolex und ETH Zürich. Super. Hast du die jetzt angemeldet, Florian? Für was? Ah, für die ETH? Nein, noch Mhm. nicht. Eieiei. Ey, der Raffi hat bestanden. Ja, Oh, stimmt. gratuliere. Gratuliere. Merci. Ich werde jetzt gerade Professor, ich tue überspringen die anderen Semester. Ja, nein, 7 Jahre Studium. Ich brauche nur das Semester. Safe. Was? Ja, später. Ja, so am 8. Ah nein, am 7. Ja, bis später. Kopf. Ich muss jetzt erfahren, hallo, keine Zeit. Ich hoffe, bei uns gibt es auch bald Nacht. Sonst muss ich durchfahren. Ich kann es nicht ändern. Also Florian, unser Plan ist jetzt, der Raffi macht jetzt so 1 Stunde oder so einen Stint. Oder bis er kein Benzin mehr hat oder so. Hey, musst du da nur alle Stunden abkupfen? Ja, ja. Ja, die Reifen eben ewig. Und dann mache ich ein paar Quali-Runs. Dann ist am 8. ist Drivers Meeting. Halbe Stunde schnurren, dumm in Teamspeak rumhocken. Und dann ist Quali. Das fahre voraussichtlich ich. Nein, nicht voraussichtlich, du fährst es safe. Außer du hast einen Herzinfarkt zwischen jetzt und dann. Ja, das habe ich eingerechnet. Okay. Du fährst so schnell in deinen Quali-Runs instant Herzinfarkt. Ja. Also in deinen Trainingsläufen. Weil du so schnell bist. Mein Hirn ist überfordert zum Nachrechnen, was ich alles mache gleichzeitig auf der Track. Safe. Das überfordert mich. Es braucht dann so viel Energie, so viel Blut vom Herz, gerade Kurzschluss. Du, der Leopold Bryan schreibt zum 5. Mal heute etwas sorry. Der schießt jedes Mal jemand ab. Den Namen merke ich mir. Ich kann jetzt nicht schauen, wer es ist, weil wenn ich raustappe, dann stoppt der Stream. Schau, denkt dir jemand zu oder kann ich langsam spinnen? Nein, es schauen immer noch 3 Leute zu, also ich, der Florian und nochmal jemand. Oh Gott. Mhm. Jetzt kommen dann die 2 Prototypen hinter dir, gell?
Also im Dunkeln wird mühsam, du weißt nicht mal, was hinter dir kommt. Ich versuche dann so gut wie möglich zu spotten. Das ist gut. Vor allem, wenn ich dann ja auf dem Server darf sein, ist es einfach, glaube ich. Voll. Und ich frage mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, um die Models zu fixen. Oder kannst du das vielleicht schnell schreiben? Was, dass wir zum Teil Models nicht haben? Ja. Hast du ihm an mich persönlich geschrieben? Ja, aber ich glaube, du kannst auch so in Drivers Central oder so. Nein, ich würde ihn... Oh, warte. Crewchief muss wieder 77 Sachen aufs Mal sagen. Noch schnell im Driver Information. Fuck. Free Practice 2 has 2 hours 30 on the timer, but we will red flag it 30 minutes before the end of the session. Okay. Okay, ich habe schon die zweite Warning leider. Ja, aber die stört uns ja jetzt nicht. Ja, aber im Rennen wäre es nicht so ideal. Ja, voll. Aber dafür sind nur noch 2 Leute drin, darfst du spinnen. Geil. Zack, nächste Wand. Puha kommt, pass auf. Hast du am Danny D. Haas an mich geschrieben wahrscheinlich? Ja? Mhm. Oh, ja, hat ein bisschen Obersteuer gehabt. Oh, wer liegt dort? Ei. Oh, da. Ah, ich bin ja hure weit hinten drin. Ja, 2 Ja, Sekunden Verspätung hat. fuck. Kurz Drift gemacht. Oh, das ist nicht. Oh. 1,2 Sekunden hinten, das holst du noch. Ja, ist kritisch. Jetzt einfach einen Enterhaken schmeißen, der Prototyp. Ja, vor allem bei so einer Schikane. Ja, ach, scheiße. Bin ich gespannt, was passiert. Fuck, kann ich fahren oder nicht? Ich glaube, ich kann fahren. Ich glaube, dort ist mein Boden, mein Autoboden auf den Track gekommen. Okay. Aber Reifen sind wahrscheinlich noch okay, oder? Ja. 10 Sekunden verloren. Ja. Besser als Schaden, viel besser als Schaden. Viel besser als schon. So, und jetzt konzentrieren. Ja, hey, ich ziehe jetzt mal. Ich muss gehen, wo jetzt Nacht ist. Ist gut. Easy. Gute. Gut, ja. Merci. Der wartet auch wieder schön, glaube ich. Nein. Nein, er wartet nicht schön. Siehst du, da verliere ich jetzt halt wieder ein paar Zentel. Ja. Aber mit dem musst du halt leben irgendwie. Ja, zum Glück ist es im Quali nicht so. Mhm. Das wäre echt mühsam. Ich mache wieder genau das Gleiche. Die Tires sind nicht square, oder? Die sind sowas von Oh, square. die sind square. Ja, ich kann glaube aufhören. Hey. Scheiße. Der Leopold Bryan hat schon wieder so reingeschrieben. Wie wollen wir es machen? Fahr dann nochmal ins Dit. Weil ich ziehe nicht 1,5 Stunden durch.
plus dann nochmal eine halbe Stunde. Ja, eben, plus noch eine halbe Fuck. Ja. Request for car number 12. Please don't perform any practice starts. It's no use as we're doing a rolling start. I repeat, please do not do any practice starts. Ja, gut. Ja gut, habe ich gesagt. Was sagst du mir wieder, wenn du rausgehst? Ich sehe es nicht. Aber warte, jetzt kann ich halt raustappen. Da kann ich deinen Stream nebendran offen haben. So, 2506, 2440, so. Einfach Start zu üben, Alter, 5 Oh, Head. ich hatte es Nacht. Nice. Geil. Also, Alter. Nice. Was gibt's? Es gibt so das italienische Kräuterbrot, da, wo mit so Öl ist. Oh, Ich weiß nicht, wie es heißt. ach, wie Panettone heißt. heisst Nein, Panettone? Nein, Focaccia. Genau. Schweinsbratwurst und Weißsalat. Geil. Zum Glück bin ich kein richtiger Rennfahrer, sonst müsste ich noch Diät machen. Ist gut, ich nehme einfach nochmal 100 Liter mit. Ja. Fahre so weit ich komme. Ja, das ist super. Mir stört es auch nicht, wenn ich nur 40 Minuten habe, weißt du? Ich mache 2-3 Stints. Gut ist. FP3 ist nochmal 2 Stunden, oder? Ja. Okay. Dort müssen wir es auch so machen, dass du wieder anfängst. Ah, Wenn stimmt, ich- weil wenn du ich Rennen starte. starten. Voll. Hat es jetzt geladen? Nein, es leckt immer noch. Jetzt. Okay. Fuel. Von den bisher 7 GTI AM-Fahrer bist du immer der zweitletzte. Oh Gott. Es ist aber... Ja, gut. Jetzt bist du letzter. Fuck. Aber Wieso zwei- sind denn. Hä? Die zwei FPS sind hat- nicht besser. Ich kann nicht. Hä? Hey, ich muss nochmal schnell raus. Was ist denn das? Ich habe doch applied. Alter, fick mich das an. Wieso hat es denn jetzt wieder zurückgesetzt? Warum? Apply. Confirm. Hä? Ich check's nicht. Hä? Ist ja confirmed. Jetzt ist ja gut. Ist ja gut. Ja, nein, ich geh raus und wieder rein. Bro, was ist denn das? Warte, ich habe eine Vermutung. Ich brauche definitiv einen neuen PC. Der Stream ist jetzt beendet. Mhm. Das muss noch neu starten, wenn... Also... Nein, ich glaube... Theoretisch musst du ihn gar nicht anhaben. Weil ich sehe... Also wenn ich dich kann zuschauen... Dann musst du den Stream nicht unbedingt anhaben. Mhm. Dann kann ich Also vielleicht nicht nochmal. genau wissen, wie viel Benzin und so du hast. Was ist denn das? Wieso kann ich es nicht ändern? Ah, jetzt vielleicht. Fresh Rate 60 Hertz, okay.
Okay, jetzt hat es glaube ich genommen. Ich starte das Game wieder. So dumm, so dumm. Also der Daniel ist wieder schneller als die einen GTA Pros. Wieso ist der sich so schnell? 2,16,9. Ja, der kennt halt das Game. Also, keine Ahnung, wir haben 30 Stunden in dem Game. Wir sind absolute Noobs. Ja, stimmt auch. Hi, ich bin im Letzten. Also, wenn wir das würden grinden, so wie F1 oder so, dann wären wir safe besser. Okay, Race, Multiplayer, Game, G, Du solltest vielleicht das Passwort nicht, nicht diktieren, wenn ein Stream läuft. Ja, egal. Drive. Aber ist mir vorher auch schier passiert. Und meine Bankkontonummer ist 43217 und das Passwort ist 1234 ABCD. Willst du mir gerade noch deine Fotodaten schicken? Dann Ist von links nach rechts. Grün, weiß, weiß, rot, rot, blau, grün, weiß, rot, blau, grün. Und dann. Aber ich check's nicht. Es sind nur 28 Leute wieder in der Lobby rein. Was machen die anderen? So, bin ich jetzt. Hat es wieder geladen? Nein. Also funktioniert. Ja. Okay, schnell Setup rein. Zack, Load. Fuel, 50 Runden. Ja, 50 Runden, genau. Das wäre nice. Ja, wäre nice. Okay. Ich glaube, es hat funktioniert. Okay, schnell die Headlights einstellen. Ja. Okay, ja, ich habe schon mal 30 FPS mehr in der Boxengasse. Das ist super. Kann ich den Passenger machen? Ja, select. Perfekt. Okay, ja. Das sieht viel besser aus. Super. Also es sieht nicht besser aus, aber ich habe mehr FPS. Ja, das habe ich mal angenommen. Ah, und ich muss ja nicht streamen, genau, perfekt. Vielleicht hat es auch noch ein bisschen an dem gelegen. Du hast einen Prototyp hinter dir. Was habe ich hinter mir? Ein Prototyp. Aha. Der wird wahrscheinlich schön vor Puho kommt der durch. Ah nein, er divebombt dich jetzt. Ja, aber das ist noch gegangen. Ich glaube, ich muss da in den ersten Gang aber nicht. Ich gehe immer in den ersten Gang. For that extra rotation. Also die Extra Rotation bekomme ich durch das Gaspedal spielen. Mhm. Du hast jetzt gerade Platz hinter dir. Dann wechselst schnell. Ich will mal an dem Ding zuschauen, an dem Daniel Söhl. Mhm. Wie der fährt. Ah, er hat jetzt Kannst du das? gewechselt. Aber dann sieht der Jan Donzes riding on board. Ach schon? Also, wenn du es so wie bei mir machst, schon, ja. Okay. Ja, lass Ja, Alter, da 100 FPS, Junge, auf geht's. auf geht's. Und ich fahre auf 60 limitiert, perfekt. So, jetzt bangeln wir die Rundenzeit raus. Moin, was macht er? Moin moin.
Gell, es gibt auch einen Ford GT-Wagen. Mhm. GT3. Also ein Mod. Aber in echt nicht. Mal. Aber der fährt glaubt nicht mehr. So sad. Ja. Die Kurve war wieder nichts gewesen. Der dived sowas von. Ihre. SpongeBob-Auto. Ah. Ist er bei dir jetzt gemodelt gewesen, der Dings? Der Vorder schon, der Hinter nicht. Hä? Also der mich als erstes überholt hat, ist nicht gemodelt gewesen. Ah, eben ja. Der Danny hat mir zurückgeschrieben. That's because those cars have joined the server after you went out on track. Go back to the pits or map the load vehicles button and press that to load the vehicles. Ah, geil. Das heisst, ich hau mir den nachher schnell auf die Tastatur. Same. Mach ich jetzt gerade. Oder hast du... Hast du es gerade im Griff? Dann wirklich nicht Der sagen. parkiert einfach. Sein, wo ist echt das? Features. Display. Holy shit, was macht der wieder? Hä, wo ist der Button? Hast du ihn? Nein. Ah, load vehicles. Drivers Sandro Reffa and Conrad Osman have been undisqualified. Please turn on your headlights to avoid being disqualified by the game. So Dublin, Alter. Die wollen gute Fahrer sein, Alter. Die wollen dort vorne mitfahren. Sind das Noobs? Hä, sind sie jetzt disqualifiziert worden? Nein, undisqualified. Sie sind vom Game wahrscheinlich disqualifiziert worden. Aha. Was für Affen, ey. Time lost lap.
Der Zicht checkt nichts, ey. Ah, Wieso gibt der ich mir kann hinter schauen, mir ich kann schauen. Lichtsignal? Ich kann schauen, chill. Nein, kann ich nicht. Oh. Der hinter mir ist GT Pro, oder? Wahrscheinlich, ich sehe es gerade nicht. Aha, ja, den kenne ich. Der ist GT Pro. Okay. Scheiße. Wir verlieren so 2 Fuck! bis Habe ich den 4. gerade abgeschossen hinten dran? Hast du nicht gesehen, warte. Ich kann ein bisschen zurückspulen. Nein, ich sehe nichts. Nein, du hast... Nein, ist der berührt. Okay. Er ist außen drauf Curbs. Also im ersten Sektor verlieren wir so 2 bis 4 Zehntel auf die Schnelle. Okay. Aber so die, wo jetzt vor uns sind, die haben etwa gleiche Zeiten wie mir. Mhm. Ich komme mit ihrem Passenger rein. Ich kann ein bisschen helfen. Das ist so sketchy, wenn einer vor dir Rouge nimmt. Okay, so, ja. Ich freue mich schon auf den Start. Einfach vorsichtig. Ja, safe. Aber irgendjemand wird safe denken, ja, da dive wir jetzt voll rein, gehen wir jetzt das zweite oder das dritte rein. Maybe. Oh, was ist da vorne passiert? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich kein Delta, das ist hure mühsam. Ah, okay. Ich gemeint, nur ich hätte es nicht. Aber... Aha, ich weiß wieso, das habe ich auch gehabt. Du musst deine schnellste Zeit schlagen. Oh. Ich bin vor 200 daneben gewesen. Nein. Also glaube ich zumindest. Ja, 2,700. Aber wieso bin ich nicht schneller, Mann? Egal. So wirst du auch nicht schneller. Das ist eine gute Zeit. 19,7 im Race sind.
Ja, die Kurve vorher ist auch gut gewesen, gell? Du bist im Teamspeak drin, hä? Ja. Gut. Alle 5 Sekunden crasht einer. Voll der Crew Chief höre ich jetzt nicht, aber den brauche ich ja nicht. Aber der Server läuft gut. Was meinst du? Der Server läuft gut. Ja. Ey, kannst du nochmal schnell Teamspeak schauen? Ich glaube, ich bin schon drin, aber... Schau schon. Du bist drin, ja. Okay, gut. Aber mega viel sind nicht drin. Es ist so geil, ich habe 120 FPS. Nice. Fühlt sich 10-mal besser an. Ich weiß nicht, seit wann ich beschränkt habe auf 60. Bin gerade gespannt. Wie es sich anfühlt. Was, wo faster kann dort? Wo gehst du, Bro? Oh mein Gott. Ich glaube, wenn es spät ist, zum eine Seite zu moven, dann bleibst du einfach in der Mitte, oder? Und lässt den Prototyp-Driver entscheiden. Voll. Da kann ich auch aufs WC. Mhm. Nice, du lebst immer noch. Ah, der Reload Cars Button funktioniert. Gut.
Die Sonne ist jetzt fast ganz weg. Also du kannst nachher auch schon ein bisschen im Dunkeln üben. Voll, das ist nice. Das ist wichtig. Jetzt ist es noch eine Stunde etwa, oder? Voll, Stunde und 3 Minuten. Aber Wie die- weit soll ich fahren? wenn du dich wohlfühlst, darfst du gerne noch ein bisschen fahren. Okay, ich will noch ein bisschen fahren, ist gut. Ja, ja, sicher. Morgen geht es rennen bis um 7:30, oder? Für unsere Zeit. Ja. Okay. Das heisst so noch eine halbe Stunde mehr, das heisst es wird schon noch dunkel. Ja, es wird dunkel, ja. Ah. Hey, wenn das jetzt richtig Bock macht, wir richtig Spaß haben, hättest du Bock auch als nächstes Rennen anzumelden? Safe, 100 Pro. Also egal wie, also schon nur den Hype habe ich jetzt easy nice gefunden. Ich glaube, Mhm. egal wie das Rennen auskommt, werde ich wieder fahren. Safe. Nächstes ist 4 Stunden Silverstone. Alter, oh, da sehe ich mehr. Voll. Dann können wir safe das zweite fahren und nachher 9 Stunden Kialami. Ich weiß nicht, also das zweite. Ja, wann ist denn das? Datummäßig das 9 Stunden? Erst im Sommer. Ja, bis dann fluchen am PC. 1 hour remaining in this session. 1 hour remaining. The final 30 minutes, the track will be red. You will not be allowed out on track, but the drivers that will do qualifying will be able to join the server before the session moves to qualifying. In the meantime, we will have our driver briefing on Zoom, for which at least one driver per car per entry is required to be on Zoom. Aber er hat eine gute Stimme. Ja. Ist das der Danny DH, so einmal Ich glaube es, ja. Der hat echt etwas Gutes aufgezogen. Mhm. Ist das erste Endurance-Rennen, was wir machen? Ich glaube, sie haben vorher so eine Liga gehabt. Mit den Monthly Races, oder? Ja, so etwas. Aber so richtig professionell ist das, glaube ich, das erste. Hat echt für das das erste ist. Alter, es ist so geil. Vor allem wie realitätsnah alles mit Ja, du kannst Trainings, Livery Quali, Livery. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es hat ja immer wieder da die Schilder oben dran über den Track. Haben sie auch neu gemacht. Ja, voll. Da vorne. Voll. Insane. Ich will das können auf F1 machen, aber für das muss ich halt einen PC haben wahrscheinlich. Und wie für so Liga-Rennen wäre es halt echt nice. So, Ich weiß nicht mehr, ob das geht. rfactor ist so ein geiles Game. Ja, definitiv. Wie ist eigentlich der Grip jetzt? Premium. Premium. Ja Premium. gut, jetzt ist es noch nicht so abgekühlt.
Ich habe eben ein bisschen Angst, dass, weil nach einer halben Stunde lang nicht gefahren wird, dass dann der Track mega abkühlt und dann das Quali übel rutschig wird. Der kann ja gar nicht abkühlen. Er kann ja nicht unter 29 Grad, das ist ja die Ah, gute 29? R-Factor. Ja, oder 22 oder so. Wer ist jetzt Aber- beitreten? Hoi, so hast du zweimal guten Tag gesagt, Kollege. Guten Tag. Schnur einfach nicht zu viel, bitte, danke. Alles gut. Ich kann eigentlich nur wieder zum Knorli, aber der ist ja irgendwie nicht so ganz da. Nein, der ist weg. Die Spinne hat sich gedacht, sie soll in mein Zimmer kommen. Ungesund, ungesund. Spinne, verpiss dich. Die lebt immer noch, hallo? Hallo? Abfahren. Oh, don't say, nicht um nein. Und Spinnen haben bei mir nichts zu suchen. Spinnen sind grusig. Ja, aber dann darfst du doch auch so nicht umbringen. Nein, Spinnen haben nichts zu suchen auf der ganzen Welt. Nein, 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 Wenn du nein. das Argument bringst mit, sie bringen Mucken um, es stört mich nicht, weil ich habe das Muckennetz. Nein, da gibt es Besseres als Spinnen zu Mucken umbringen. Oh, Raffi mit den neuen Zuschauern. Okay. Ihr streamt? Mhm. Deine Stimme wird jetzt auch gestreamt. Oh, alles gut. Auf Twitch? Nein, YouTube. Twitch, geh mal durch. Ist im Channel. Aha, nein, der neue ist glaube ich nicht im Channel. Geh mal durch. Ja, ja, ja. Alles braucht sich nicht Zeit. Alles braucht seine Zeit. Ah, Aber es ist noch nichts Rennen. alles gut. Läuft einfach daneben bei. Ja, ja. Kann man so zuschauen, weißt du. Oh, Stimmt Discord geschrieben? Ich. Ja. Okay, gut. wer fährt jetzt? Der Raffi. Ich. Oh no, oh no, oh no, oh no, mit Ton. Ah, Ah, ist das jetzt ein 6-Stunden-Ding nachher? Mhm, also das ist noch freies Training. Ah, ich sehe. Das ist Training, um 8:30 ist das Qualifying und morgen ist das Rennen. Am Ah. Ja, aber halb kurze eins, Frage, halb du fährst zwei. nicht in dieser Perspektive, oder? Mal. Nein, 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 nein. Fuck! Nein. Gut. Aber kannst du weiterfahren, ist nur ein kleiner Aero Damage. Okay. Ja, ich fahre Aber- sicher keine Quali-Sims so. Oh, GG. der Cruise Effekt. Ja, Ja, Fett in die Wand reingefahren. dann musst du jetzt Einfach. am Ah, besten kannst- jetzt gerade aus der Session raus. Ich kann aber nicht- kannst du die Standings... Was? Also, du hast mir vor... Ja, du hast ja können vor zu meinem Auto. Wenn Ja. wir es versuchen mit dem Driver Swap schnell. Aha, ja, kann ich. Ich aber nochmal schnell beitreten. Ah, du bist schon wieder... Ah, ja, wir können auch so wechseln. Nein, ist gut. Könnt. Okay. Ich fahr schon mal, ist gut? Ja. Nur, dass wir das nochmal haben. Jetzt habe ich schier das Passwort vergessen. Wieso hat es so viele Autos, die einfach in der Pitlane stehen? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, es hat bis jetzt 30 Zeiten von 48. Hä? Was machen die alle? Und zwei Autos sind ja einfach... Hä? Ich bin disket worden. Oh, ich habe die Headlights nicht eingestellt. Nein! Fuck, ich schreibe am Danny. Ja. Fuck. So ein Idiot. Ich kann mir so blöd sein. Kann man so dumm sein, Alter. Mm, Aber ja, da muss ich mich jetzt auch noch dran erinnern. Dann, aber dann exiten ich. Ich glaube. Ah, Mhm. nein, warte. Eine Runde, wo du fährst, geht ja safe. Hallo, jetzt habe ich wieder Widescreen, perfekt. Perfekt, mein Spiel ist abgestürzt. Perfekt. Soll ich gerade Drive versuchen? Undisqualify you. Okay. Ich bin schon... Nein, warte, ich bin angeliefert. Ich bin angeliefert.
Ah, dann fahr du. Dann Okay. machen wir das mit dem Driver Swap. Aber jetzt mit Headlights bitte. Ja, mit So. Headlights. Musst du jedes Es Mal geht. wieder einschalten. Ey, ich bin noch einmal, ich bin knapp nach dem Pit-Begrenzer gewesen und schon disket. Das ist schnell gegangen. Okay, dann müssen wir uns wirklich das jedes Mal. Mhm, vor allem nach jedes einem Mal Quali. dran- Ja, voll. Also. Also zum Joinen ist der Server echt langsam, Mhm. aber nachher läuft er flüssig. Alter. Fühlt sich an wie mein alter Laptop. So jetzt. Wie viel Fuel soll ich drin hinzufügen? Nach 20. Ah fuck, ich bin jetzt schon mit 50 draussen. Ah ja, egal. Egal, dann exit nicht. Ist ja kein Ding. Okay, Fahr- aber einfach, dass Fahr wir ich es eine noch schnell Runde. haben. Ja, voll. Also ich bin jetzt drin, du müsstest mich jetzt können zufügen. Bist du schon Riding on Core? Ich bin ja. Okay. Ja, kann ich. Super. Okay. Fabio, wie findest du echt den Sponsor, den wir hinten auf der Stoßstange haben? Ich bin Oh, kein Fan davon. Kein Fan davon. Mhm. nicht? Kein Fabio. Für was? Ich kann noch nichts sehen. Kopf ab. Nein, kein Fan davon. Kein Fan davon. Ei. Dann Nein. sich der Drive auch nicht wechseln. Nein. Ich tue Nein, nur sorry. und auch kein Fuel hinzufügen. Ja, ist gut. Kopf ab ist etwas Grusiges, Bier, das kannst du trinken, sorry. Hast du schon mal Feldschlüssel gehabt? Hast du schon mal Heineken gehabt? Alter, Feldschlüssel. wo lebst denn du? Hä, in der Schweiz? Ja, eben. Ja, Kopf ab, hallo? Du bist im Kanton Zürich. Nein! Nicht? Du bist im Kanton Thurgau. Na warte. Thurgau. Genf. Thurgau. Genf. Genf. Also ich habe jetzt keine Nachricht bekommen. Ich hoffe, es nimmt mich Mal jetzt. Das Geilste, was es gibt, ist immer noch Moretti und da könnt ihr jetzt nichts dagegen sagen. Das stimmt. Aus dem Kanton Italien. Raffi, wir gehen auf Florenz. Gell? Das ist gut. Dann holen wir Aber uns wieder ein irgendwann Moretti. gehen wir auf Südspanien. So eine, Ja, so Kollege, eine wie kannst du Bücheli- so in dieser Perspektive so genau fahren? Er fährt nicht in dieser Perspektive. Ah, Ich fahre Cockpit. Ja, du siehst jetzt nicht, welche Perspektive er fährt, weil ich fahre in der gleichen. Kannst du überhaupt? Ah doch, du kannst in etwas anderem fahren. Nein, ich Aber glaub- nein, ich weiss im nicht. Event darfst du nicht. Im Event darfst du glaube gar nicht. Ja. Okay. oh, what the fuck. Okay, aber ich halt wieder gespinnt, aber sonst ist glaube ich nicht so schlecht gewesen. Ja, aber du bist easy lang gefahren. Was haben wir eigentlich sonst noch so für Voll, Sponsoren? you gain control in 25 seconds. Perfekt. Was wir sonst noch für Sponsoren haben? Ja. Rolex, Kopf ab, Alpha Maltine, Ja, von Martina gesehen. Novartis Oh ja, und Novartis aber auch noch. und ETH Zürich. Novartis. ETH Zürich. Novartis? Was ist das schon wieder? So ein Pharmakonzern. Ah, Von Basel, natürlich. von Basel. Logisch. Okay, Dons. Nice. Oh. Was ist das für ein Auto gewesen? Prototyp. Ah, da will ich sagen. So. Ah, wie viele Millionen zahlst du für das Mal Game? jetzt schon. Für das Game zahlst du wie viel? 25 oder so? Was? Ich bin gerade wieder da. Ja, ist gut. Für Ja, das, das Game was ist es nicht so bietet, 25. Aber es gibt halt noch easy viele DLCs. Also für das haben wir jetzt ein paar DLCs müssen posten. Also DLCs haben etwa doppelt so viel gekostet wie Ah, was? selber. Aber es gibt auch easy viele Mods, die Ah, easy. qualitativ sehr hochwertig sind. Ah, easy. Ah, ich gehe dann mal auf Suche nach irgendwelchen Videos wieder in meinem Programm. Oh, Licht. Schwierig, das vergessen. Was für Licht? There's traffic behind. Keep your wits about you. Vorne, Scheinwerfer. Die musst du Got einstellen. brakes all Ja, round. die musst du einstellen. Sonst was? Sonst wirst du disqualifiziert. Nein, ernsthaft? Ja. Alter! Ah, das Game ist so... Approaching. Mach's leisiger.
ist es besser so gut. Ja, es ist dunkel. Blue flag. Nein. On your right, clear right. Ja, Gott, ich Car habe right, endlich den right Grip. side's clear. Danke. Nein, ich sehe meine Bremspunkte nicht. Hey, das ist irgendwie nur ein Problem. Ich bin noch nie im Dunkeln gefahren. Ich korrigiere, ich bin noch nie gut im Dunkeln gefahren. Ah, okay. Ich bin einmal im Dunkeln gefahren. Ich habe glaube mehr Fehler gemacht als Kurven verwünscht. Der Dunst der Profi Yellow flag sector 3. Ich bin absolut Profi-Rennfahrer. Ich muss immer Green geben. flag sector 3. P2's binned it in the chicane. On your left, clear left. Du fährst im zweiten 140. Ja, logisch. Nein, ich bin jetzt so eingelenkt. Das ist ja absolute Katastrophe. Wenn ich jetzt keine dumme Fehler mache, habe ich es wieder in Ruhe. Ah, ich sehe nichts. Dann schau, mach Augen auf. Oder schau meinen Stream, du siehst wirklich nichts. Wo, okay, ich werde nicht einfach geradeaus weitergefahren. In dieser scharfen Kurve, in diesen Ja, zwei eben. scharfen Kurven. Ah, das ist 200 Verzögerung. So. Das habe ich erst jetzt gecheckt. Ich muss alles schmücken. Kollege, wie der Weichzeichen da auch noch. Hey! Sorry, jetzt. Wo ist jetzt der drin? Sector 1 is 1.6 off the pace. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Green flag, sector 2. Nein, das ist wieder. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Green flag, sector 3. We think Aruju has gone off. Sector 3 is yellow. We think Meister has crashed in the chicane. Sector 3 is clear. Yellow flag in sector 1. Sector 2 is yellow. That was 223.56. It looks like Diaz has gone off in turn 11. Sector 2 is clear. Nein, wieso habe ich kein Delta? Green flag sector 1. Clear left. Yellow flag in sector 3.
Sector 1 is 3.5. Off the base. Oh, jetzt Looks check. like P3's gone off in. Launch him on. Sector 3 is clear. Yellow flag Sector 2. Ich doppel. Set nicht laden. Okay, das wird jetzt eher difficult. Yo! There's a car behind. Take care. Yo, Reaper. you Right. man. Right side's clear. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Blue flag. It looks like Costa has stacked it. Mhm. Bisschen. Ei. Ah ja, das andere da. 50, das sind. Ah, 50. Blue flag. Car left. Clear left. Yellow flag. Caution. Green flag. Sector 2. Looks like P2's gone off in Bruxelles. Der, wie viel Gang hat der Karre? Was? Wie viel was? Wie viel Gang? Wie 6. der 5. Gang, 230. Ja, fährt das Ding. Nicht so Ja, dann ist fast. Alright, Jan. There's a faster Fast class gut car getroffen. approaching. Ist es schwierig oder einfach zu fahren, also in dem Spiel? Es ist sau schwer, vor allem wenn es dunkel ist und die P15. ist. Ei, voll verbremst. Merci. Car left. Clear left. Ah, der Tropf, voll getroffen. 10 minutes of fuel remaining. Ich glaube, der war. Nein, Alter. Yellow flag. Sector 2 is clear. Moin, ich bin wieder zurück. Alter, es ist unmöglich. Vom Gesehen her. Es ist unmöglich. Schau mal in den Stream. Alter, holy shit. Also mich hat es noch nicht gespinnt, aber ich fahre wie der grösste Idiot so Sector 3 is 2024 yellow. Minuten. Scheiße. We think that Diaz has gone off in the chicane. Green flag Sector 3. Ach fuck, das hätte ich nicht wollen. Ich würde eventuell vorschlagen, dass wir... Green flag Sector 1. Looks like P4's gone off.
Dass wir morgen im Rennen... Ach, ich Idiot. Okay, Jan, we need to watch the track limits. Dass wir morgen im Rennen ein langes letztes Team machen. Wieso meinst du? Weil There's a group of ich habe faster das cars Gefühl, wenn behind. du ins Dunkle kannst reinfahren und zuerst noch das Zeug siehst und so, und nachher im Dunkeln reinkommst, geht. Oder wenn du einfach Right side's clear. spawnst quasi ins Dunkle. Okay. Car right. Also, Clear right. ich weiß nicht, du siehst meine schnellste Zeit 2,23. Okay, das ist schon krass. Aber die Strecke ist sicher ein bisschen langsamer. Ich denke nicht groß, ich mache ultra viel Fehler. Okay, Achtung hinter. Nochmal einer. Yellow Dive. flag in sector 2. Raffi, du bist nicht, du bist nicht live, du bist in Lasurs. Green flag sector 2. Hey, ich schau dir doch live zu, nicht? Ja, auf dem Stream aber. Nein. Ingame. Yellow flag, caution. Ah, muss ich Passenger? We Yeah, think that Gonzalez has crashed. Passenger. Jan Donze. Wo bist du? Da. Jetzt bin ich Legombe rausgekommen. Yellow flag, watch out. Okay. Und wie kann ich die Kamera ändern? Ich weiß es nicht. Ah, du hast auch einfach Trackside immer. Green flag sector 2. Da, ich verkacke die Kurve jedes Mal. Das ist das erste Mal, wo ich nicht zu früh in Apex reingehe. Incident in sector 3. Oh, hast du die Sector 3 Headlights is nicht yellow. vergessen? Nein, zweimal nicht. We think that Aruju has gone off in Blanchimont. Green flag sector 3. Yellow flag sector 3. Sector 3 is clear. Sector 1 is clear. Sector 2 is 3.1 seconds off the pace. Okay, hinter dir ist noch ein GTE Pro Okay, und dann lang nichts. okay, perfekt. Ich sehe nicht mal, wann der Knick kommt. Das ist schon krass. Da brauchen sie einfach aus Gefühl. Viel zu früh. Sector 1 is yellow. Sector 3 is Was, wie viel 3.1 bist? off the pace. Ah, 22,7. Egal, tu dich nicht zu fest auf die Zeit versteifen, einfach fahren. Ja. Gute Quali sind wir. Ja, scheiß drauf. Das ist nur Training. Okay, Jan, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Oder Sind kann der man Rot, sind der, ah nein, der Rot ist der letzte. Der grüne ist der erste. Nein, der rote sind wir. Aha. Wir sind 28. Ja, ja, das ist Ah. nicht verwunderlich. Es gibt 4 verschiedene Klassen und wir sind die schlechtesten. Und wir die langsamsten Autos. Mhm. Wir sind das schlechteste Rot gesagt. Ja, ich jetzt, Hey. weil ich im Dunkeln nicht klarkomme. Das Raffi wird ist nicht so langsam. schlecht gewesen vorher. Ja, aber ich bin nie richtig im Dunkeln, das ist unmöglich. Heißt Ganz es Meier zum Nachnamen, Raffi? Ja. Steht einfach gerade dort, Raphael Meier ist nicht mehr am Zuschauen. There's a faster class car approaching. Was? Im Stream? Dort, ja genau, links neben Okay. der Raphael Meier ist Okay, Car Gott, right, clear ja, right. hast du wahrscheinlich vorher gesehen. Das war wieder ein guter Spot gewesen von mir. Fuck, ich will es bei der Sache sein. Also hinter dir näher ist ein GT Pro. Ja, never mind. Und der schießt jetzt ab. Sector 2 is Nein, yellow. ich schiesse mich ab. Ja. Ai. So, dann habe ich eine Runde mehr zu verkacken. Okay, du musst jetzt schnell. Okay, du fährst schon wieder raus. Wenn du noch 2 Liegestütze machen, dann hätte ich dir 2,17 garantiert. Hinter dir ist dann gerade ein LMP1, Ja, also 2 und GT Pro hinten dran. There's traffic behind. Sector 2 is clear. Sector 1 is clear. Und es kommt. Okay, Blue das flag. interessiert dich nicht. Alright, Jan, there's a faster car approaching.
Left side, clear left. Das ist ein GT Pro, hä? Der hinter dir, ja. Incident and clear left. Voll an der noch durch. We think P5 has binned it in. Kann jetzt Turn wieder 11, löschen. sector 2 is clear. Jetzt ist hinter dir LMP1 und dahinter der schnellste GT Pro. Jetzt sind Lego. Sie werden schnell bei dir sein. Okay, Musst du sie mit Danke sagen? danke. Richtige Antwort. Danke. Okay, der LMP1 kommt jetzt. Yellow flag, sector 2. There's a faster car approaching. Der wird dich so teufeln. Blue flag, Oh, oh. car left. Oh, oh, er fährt noch hinter sich. Holy shit, der hat hier den LMP1 abgeschossen. Ich habe den LP1 nicht mal gesehen, der ist plötzlich neben mir auftaucht. Ich dachte, der sei irgendwie weg. Holy shit. That was close. Oh, ich muss mir noch Zoom abladen auf den PC. Oh, brauche ich das? Oh, das ist schnell abgeladen. Und du kannst ja noch neu joinen, es muss ja am Anfang nur einer dabei sein. True. Außer du willst 10 Minuten vorher schnell rein oder so. Je nachdem. Ja, sicher. Green flag, sector 2. Ich brauche einen neuen Bremsmarker da. Ich sehe den anderen nicht. Das ist natürlich bitter. Ich hätte mehr wissen im Dunkeln. Yellow flag in sector 2. Das Yellow ist flag in realisiert, sector dass 1. wir ins Dunkeln fahren. Green flag, sector 2. Aber geil, die Skiwerfer bringen einfach nichts. Die bringt nichts. Also das sind so fette Dinge. Könnte ich Einfach das halbe Taschenlampe. Fußballfeld? Ja. Könnte ich das Fußballfeld damit beleuchten, aber... Was ist das für eine? LP2. Ich bin gar nicht am Schauen. Faster cars behind in sector 1 is 1.8 seconds off the pace. Ja, LMP2. Kannst du mir sagen, ob er läuft? Ja, ja. You're right. Hinten dran nochmal ein LMP2. Clear Läuft right. der auch? Ja, ja. Car right. Und hinten dran dann Right. nochmal einer. Ja, den mache ich die Tür zu. Er kommt rein. Left side, clear left. Ja, besser hätte ich die Kurve eh nicht verwünscht. Okay, hinten dran kommt nochmal ein LMP. Left side, clear left. Okay, gut. Jetzt bist du clear. Ja, aber das ist noch angenehm gewesen im Fall. Die leuchtet mega... 30 minutes remaining in the Alter. session. I repeat, 30 minutes remaining in the session. The final 30 minutes Incident in sector 2. of Sector the 2 is timer. There will be no cars Sector allowed 2 is on clear. track. Think P2 We will is gone host off the in drivers 30. briefing then, and the drivers that will be racing during qualifying will have the time to join the server, but they are not allowed on track. I repeat, 30 minutes to go. And guys, please Flag sector 1. remember to turn on your headlights. Binned it. We're not undisqualifying anyone during qualifying, so if you get disqualified for not turning your headlights on, then that's it for you. 30 minutes to go! What is that? 30! Ey. Wer zum Teufel ist das gewesen? Okay, Jan, there's a faster class car approaching. Der Admin. On your right, clear right. Jo, was kommt der rechts, Alter? Lebst du noch? Sector 3 is 1.5 Ja, ich seconds glaube, off the sicher, weil pace. ich Sector 2 schlimm is yellow. Guter Fahrer. Ja, langsam geht's. Okay, das ist nice. Green flag, sector 2. Aber vorhin bin ich halt auch wirklich blind gewesen und 2 Stunden nicht mehr gefahren. Das ist kritisch. LMP, dann mache ich schon Platz. Got 10 minutes. Car right. Yellow flags. Right side's clear. We think P2 has gone off in. Far, Lakewood. bro, Sector far. 2, car right. Clear
Clear right. Sector 3 is clear. 15th place. Sector 1 is 1.5 seconds off the pace. Raffi, könntest du mir schnell spotten, was hinten dran kommt? Ja, warte schnell. Ja. Ich sehe es noch. Oh, Ah, sehe ich's? LMP. Lang glaube ich nicht. Warte mal, wo bist du jetzt? LMP kommt. Ja, LMP1, LMP1, 2 LMP1. Wahrscheinlich 3 dann sogar. Aber ich Sector 3 is yellow. ja, LMP1. Green flag sector 3. Looks like P5's gone off in the chicane. Zum Glück ist das Training jetzt im Dunkeln, Alter. Past the car behind. Imagine morgen rennen, ohne irgendwie geübt zu haben. Stell dir vor 24 Stunden an. Was ist das für... Yellow flag in sector 3. Ich will Daytona fahren. Der darf nicht. Left's clear left. It looks like Goncalves has gone off in Corporal Ferrer. Aber in Le Mans und so hat es halt Laternen. Sector 2 is 3.5 seconds off the Oder pace. zumindest Yellow flag teilweise. sector 1. Ja, da hat sie auch, hast du We gesehen? think Gonzalez has been Überhaupt in nicht the das. source. Ich nehme mal an, durch das, dass ich jetzt die Trainingssession habe, bleibt auch morgen die Late-Night-Session um mich. Ja, wenn wir es so anbringen. Perfekt. Sollte ich vielleicht auf die Straße schauen? Okay, Jan, there's a faster car approaching. Car left. Clear left. Tja, und das ist die schnellste Sector 2 Runde. is yellow. P14. Sector 3 Hast du is schon wieder nicht? 2.1 seconds off the pace. Ja, das ist normalerweise so, dass man auf einer Rennstrecke irgendwann wieder am Anfang dort ist. Ja, wegen mir ist jetzt irgendwie so 10 Sekunden unterwegs gewesen. Nein, ich kann nicht. So ausgesehen. Sector 2 is clear. Okay, ich stehe jetzt wieder voll zu deiner Verfügung als Spotter. Hinten dran LMP. There's a faster car Zieh jetzt außen approaching. vorbei. Danke. Alter, gutes Spotting. Nein, no joke, das ist echt gut. Ja. Incident in Sector 2. Ein Sector 2 bisschen is mehr, yellow. kommt nicht ein bisschen mehr Power drin, musst du das sagen. Nein, das ist gut. Green flag Sector 2. 30 Sector 3 is minutes. clear. Nein, eben nicht. Nicht so. Ist richtig so motivieren, so wow. Einfach so. Okay, Nein, du. einfach nein. Das nächste Auto Ja, hinter dir Flag ist Sector 2. jetzt in La Source. Ah, Alter. Looks like Oh nein, the kommt aus leader's den been Pits. in Bruxelles. Aber LMP1 Jo, ist wieso schnell bei sind dir. am Start so viele Autos? Die sind in den Pits. Also die sich nicht bewegen. Die so sich trotzdem- bewegen, Ja, aber jetzt hat es gerade trotzdem auch sehr viele Autos. ja. Sector Oh, 2 meistens is top. clear. Was ist das vor mir? Das vor dir? GT AM, ein Platz vor dir. Zeitmäßig. Hashtag 72. Was? 72 kann nicht schneller sein als mir. Wieso kann 72 nicht schneller sein? 72 ist, glaube ich, das größte Auto. Off the pace. Ja, aber vielleicht. Ah nein, die Ausrede mit der Koalition geht jetzt nicht. Nein. Incident in Das Sector Auto 1. für mich. Sector 1 is yellow. Sector 1 is clear. Looks like the leader's binned it. Aber der fährt irgendwie nicht so sicher, ich kann schiessen hinter dem. Mit dem manuellen Auto oder automatisch? Sector 1 is yellow. Manuell, aber ohne Kupplung. Ah, okay. Green flag Also so Sector mit 1. der Wippe hinter dem Steuerrad. Right side. Jawohl! Yo! Yellow flag Sector 3. Hast du Schaden? Ja, ein bisschen. So We ein think Idiot. Hernandez Jetzt fährt die stacked Wand, it in hä? the chicane. Picked up a little bit of bodywork damage. Sector 3 is 2.4 off the pace. Ja, Der richtig ist gut. safe drunk. Aber ich bin clean gewesen, oder? Ja, Alter, der ist in dich reingesteuert. 5 minutes of Oversteer fuel und dich. remaining. 5 minutes. Das Auto sieht so geil aus. Ah, das ist so ein gutes Model. So ein gutes Design, Mann. Aber ich werde Chef Das designen. nächste Mal machst du es wieder du. Ja, jetzt weiss ich, wie es geht. Jetzt, nächstes Mal könnte ich mir mehr Mühe geben. Alle. Ah nein, hinten kommt der LP. Schau mal, ich kann mal eine Runde frei fahren. Sector 1 Ja, is LMP1, 7 seconds off the GT pace. Oh nein, Oh nein. 2 LMP1 hinter dir.
Also GTE Pro finde ich mühsam. Ja, weil die noch ein bisschen schneller sind als du. Wir haben 2 Zuschauer. Ja, ich und du. Oh. Okay, yeah, Oh. there's a faster car approaching. Wie weit Approaching ist er? Der, wer hat den der ist schon noch ein 3070er? Du dummst. Alter, Dunze scheisst Geld. Okay, warte. Er zieht rein. On your clear left. Nein, ich habe einfach Investment gemacht. Okay, Achtung, der zweite kommt langsam auch. Okay, egal. 3070er und 58X und Ja, 16 GB RAM. Ja, ich baue mir doch nicht irgendeine Drecksgrafikkarte ein und mache noch eine super Grafikkarte ein und baue mir noch einen Drecks-PC dazu. Also, Ja, da bin ich nicht. dann kauft er 32 GB RAM. Nein. Kann er ja immer noch nachrüsten, wenn er es unbedingt braucht. Heißt, also das wäre schon, das wäre noch praktisch. Ich brauche es nicht. Kann ich irgendwo tunen, dass ich noch 3 Flashlights mehr habe, so auf dem Dach oben? Kannst du dem Danny schreiben, neben dir ein paar Flashlights anschalten auf die Decke. Ich will das Rallye-Auto. Weißt du, was du vorher gefunden hast, das mit dem Reload Cars oder so? Ich glaube unter der zweiten Rubrik. Okay. Und wenn du jetzt rausfährst, vergiss das Ding nicht. Flashlights. Ja. There's a car approaching. Don't cross the white line. Watch your mirrors. Green flag sector 2. Blue flag, the leader has just done it. 213. Darf ich schnell spotten? 0.83. Ja, oh ja, komm mal grad. Ist doch gut, ja. Ja, ist gut, nevermind. There's a faster class car approaching. Car clear left. Green So, flag jetzt sector Zum 3. Glück bin ich nicht zuerst gefahren. Alter. Ja. Okay, hinter dir kommt LMP1. Direkt hinter mir. Nein, nein, nein. Wir sag's vielleicht nicht im Puhon. Aha. Es muss hinterher schauen. Ich möchte sagen, wenn er so in 5 Sekunden oder so Alright, yeah. drüber There's a faster class car approaching. Ja, jetzt Achtung. Jetzt runter. Zieht rein. Blue Nein. flag. Bleibt. Car Zieht right. raus. Right side's clear. Oh, ich habe mal eine Bremsung verwünscht, aber natürlich in Outlet. Tire Taps sind im Nichts. P15. Schon. 50. The leader has just Ja, das ist jetzt erst Outlap gewesen. 0.82. Meine schnellste Runde ist aber irgendwie die zweite Outlap. Sector 1 is yellow. Oder die erste Outlap. Wirklich? Sector 1 is clear. Looks like the leader's gone off. There's a faster car Ist der vor approaching. der GT Pro oder GT? AM, glaub. Ja, AM. Schöne Slipstream mit. Car right. Ja, safe. Clear right. Und jetzt hinter Sector dir 3 ist ein yellow. LMP. Sector 1 is 1.5. Off the pace. Ah nein, ist er gar nicht. P5 Immer noch der has AM. been in the chicane. Okay, immer noch. Green flag sector 3. Welche Nummer ist er hinter mir? Warte. Oh, Car warte, ich left, flog clear left. LMP ist rein. Okay.
Hat er dich gerade überholt? Nein, hat er nicht. Nein, ich sehe es nicht. Yellow flag, keep your wits about Ist er you. gerade off? Sector 2 is clear. ja, We ist schon think wieder that das Auto wieder. Aruju has gone off in turn 13. Yellow flag, sector 3. Das habe ich gerade übel gemerkt, weil es plötzlich dunkler ist. Wo steht Sector 3 is clear. Ja, aber vorher war doch eine nice Runde gewesen, oder? Die, die vorher gespinnt hat? Oder die Yellow flag, Outlap? sector 1. Hä, wieso steht D Sector 1 plus is clear. 0,99? Looks like P5 spinned it. Was? Egal. Ist die jetzt ungültig, die Runde? Glaub nicht. Okay. Okay, Jan, there's a faster car approaching. Yellow flag, caution. We can see Okay, that's good. Aruju has gone off in the chicane. That lap time was 2:20.49. Die ist okay gewesen. Das hinten ist LMP. Nein, GT, aber ich weiß nicht, was für einer. Ist- Car left, clear left. GT Pro hinter dir. Ein schneller GT Pro. Sector 3 is clear. Aber das ist ziemlich ein Gap. Ich versuche jetzt mal eine gute Runde anzunehmen. Yellow flag in sector 2. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Green flag sector 3. We think P2 spinned it in the chicane. Nein. Car behind a Nein, faster Alter. class. Track limits. Was Keep it within the lines. Ja. Yellow flag in sector 3. Achtung! Green flag LMP. sector 2. Blue flag. It looks like Ja. Mendes has spinned it in Ist the geiles chicane. Licht. Ja, LMP1 hinter dir. On your left. Clear left. Yellow flag sector 2. Das kannst du dir sonst auch merken. LMP-Karren haben alle geile Lichter vorne. Okay, Und GT weisse. das ist noch hilfreich, ja. Okay, nächstes Auto hinter dir, aber ziemlich an Abstand. GT Pro. Also ich habe jetzt gerade gemeint, ich könnte mich kurz ein bisschen ausruhen von der Konzentration. Zack, zweimal wide in dieser schnellen Links. Oh Gott, pass auf. Wie steht's mit Tire Temps? Schöne, knappe 60. Das heisst, wir müssen drücken wahrscheinlich nicht anpassen. Nein, fürs ganze Rennen gesehen sowieso nicht. Ja, okay, stimmt. Das kommt immer aus den Pits, das ist gut. Sector 1 is Wahrscheinlich der 1.6 Knallier. off the pace. Weiß nicht. Aber langsam Bereich ist gut. Ja. Yellow flag in Wird immer sector 3. besser. Der GTE hinter dir hat seit wann gesendet? Yellow flag in sector 2. Ich kann hier. Sector Oh, 2 die is Forschung, clear. schön, schön. GP6 spinned it in turn 11. Nicht schon wieder.
Okay, ungültig. Jan, we need to watch these track limits. Ach, egal. Hast du noch Benzin? 2 Runden, ja. Okay, gut. Ja, da habe ich mir ja schnell gedacht. Jetzt hätte eh nicht gegangen, nochmal weiter raus. Egal, du hast immer noch 12 Minuten Zeit zum Üben. Was ist jetzt 12 Minuten? Dann ist das zweite Pause. Training vorbei. Au, der hat weiter. Das bist du über die Sausage. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Sektor 1 geil. Green flag Sector 1. Sektor 1 geil, Incident in Sector 2. Sector 2 is yellow. B17. Wieso? Green flag Sector 2. Jetzt habe ich den anderen Bremsmarker auch nicht mehr gesehen. Es wird noch dunkler. Okay, Is dat Jan, ook 5 sport? minutes of fuel remaining. 5 minutes. Schön, schön, schön. Du bist so schwarz wie dort die Umgebung ist der Kylo. Kylo. Backe 27, B27 ist was? GT. Also ich Sector muss 1 schnell is schauen weg. Pro. 1.6 seconds off the pace. Gustavo González. Nein, das ist der Hashtag 69. Ah, okay. Also Noob. Bist so Noob wie mir. Ja, so nur bei mir. Jo, hallo. Sector 3 is clear. Gut. Ja, wenn noch mehr Tokyo Drifts kommt. Sector 2 is yellow. Hat aber gut ausgesehen, Perfekt, oder? genau jetzt hat ein Zuschauer reingeschaltet. Super. Perfekt. So, wie lange haben wir noch Zeit? 10 10 Minuten. Kannst du noch mal raus. So, 3 Runden Sprint. Mehr mache ich nicht. Hinter dir aus der Pitlane GT Pro. Pro. Aber mega weit hinten. Ich glaube, ich fahre. Ich lade nicht durch. There's a car approaching. Stay behind the white line. Sector 2 is clear. GTE vom Track. Blue flag. Oh, Wo kommst du hinter dem? Gut. Ja, ich habe bremst. ich habe gefragt, seit wann mit Mikro? Was ist da mit Mikro? Kann ich, der Dude, der eingeschaltet hat. Seit wann mit Mikro? Warte, ich schau. Yellow flag. Watch out. Ah, ist dein Bruder? Looks like Bassi, P6 has Lucifer. gone off. Sind da mit 30. Mikro? Green flag Sector 2. Wir können es nicht ausschalten. Nein, nein, das ist falsch. Wir können das ausschalten, wenn wir wollen, aber wir sind jetzt professionell. Ah, über was streamen ihr überhaupt? Über. Nvidia, wie heisst es? GeForce. Ja, Oh no. Ich hätte Ja, einfach das kurz OBS können abladen. Gut. ja, aber jetzt ist es auch hure umständlich, um das Mikrofon auszuschalten. Das ist ein Klick, um das Mikrofon auszuschalten. Bist du sicher? OBS ist kompliziert. Einfach nicht. Also, schau, ich erkläre. Warte. Nein, du musst einfach Nein, Klappe zu nein, jetzt. Ich fahre nicht im Dunkeln. Ich checke gar nichts. Wenn du noch mehr schnurst, ist das... Ganz stell dir vor, dort, wo es jetzt dunkel ist, kommt einfach der ST aus dem Janix im Video und lacht. Jetzt habe ich mich gerade noch verschluckt. Ich bin nicht zum Lachen, während ich in der scheiß Oi. S bin. Sorry. Lila hat mal geschrieben, Schweizerdeutsch. Das bin ich. Das bist du. Der Schweizerdeutsch. Lobby. Aber es ist Schitzer. Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Auch kann ich den Chat nicht lesen. Ich habe es weh vergessen, irgendwie so. Yellow
wits about you, mate. So, komm mit mir auf geht's. Die ist klein gewesen. Gut. Die ist sehr klein gewesen. Nice. Du hast richtig viel Platz. Der Pitz kommt Incident über. in Sector 2. Sector 2 is yellow. Clear right. Sector 2 is clear. Oh, schön auf straight. Hinter dir. Ist das Okay, ein yeah. L? There's a faster Ja, class ja. car approaching. Car Der nimmt right. dich schön. Clear right. Was du fuck Downforce? Sector 1 is 1.8 seconds off the pace. Hey, die Bilder noch, bin ich so. Nein, ich habe jetzt noch eingestellt. Ah, oh, ups. Stop here. Schön. Nice. Green flag sector 3. Den Well, nein. Ist noch einer joint? Gut. Ist noch drin? Green flag sector 1. Bei dem Quali die Route nicht. Außer du verkackst in der Schikane, dann die Route oben mit einer guten Schikane. Raffi, du hast doch Zeit, oder? Warte schnell. Nein, keine Zeit. Schön, Dons, schön. Ah, das ist glaube ich eine gute Runde gewesen. Nein, Hä? 17th place. Du bist doch vor 19 Sector 3 is gefahren. 1.9 seconds 20 sogar. off the pace. Aber vielleicht kann die Reifen. Yellow flag sector Die 1. sind jetzt noch auf 56. Wie bringe ich meine Reifentemps auf? Höherer Druck? Ja. Dann macht das vielleicht vom Quali noch. Sorry. Ja, ist halt risky. Ja, ist risky, aber Yellow flag sector 3. Also Yellow 5 flag, bis keep 10 your wits about würde you, schon mate. gehen. Sector 1 is 1.4 seconds off the Über pace. 5 maximal. Sector 3 is clear. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. We think P5 has binned it in the chicane. There's a faster class car behind. Sector 3 is clear. dive der. Ja. Clear left. Hinter dir jetzt nochmal ein Prototyp. Left Zieht ihn an. side, clear left. Ja gut, das ist... Hast du kein Benzin Sector mehr? 1 is clear. Hast du kein Benzin mehr? Ja, und da bin ich verkackt. Okay. Ja gut, komm mit Pits. Ja. Ist das GT Pro? Hinter dir, ja. Sector 1 is yellow, blue flag. Track limits, this lap will be delete. On your right, clear right. Yellow flag, caution. Green flag, sector 3.
Wo bin ich in der Classification? Bin ich letzter? Nein, 32, 31 von 36 jetzt. Maschine. Und overall. Ja, overall musst du nicht vergleichen. Alright, guys, less than 3 minutes left to go. Remember that at 30 minutes left in this session, there will be no more drivers allowed out on track for the remaining of the session. We will start the driver briefing at 7:05, so if you haven't joined the Zoom meeting yet, please do so with a maximum of 2 drivers per car. The drivers that are doing qualifying can join in the meantime, but again, you cannot go out on track for the remaining 30 minutes of the session. 2 minutes left before the track goes red. Okay. Ist gut. Auto 69 und 71 haben beide 3 Place Grid Penalty bekommen, weil sie nicht auf Teamspeak gekommen sind. Was, wie viel? 69 und? 71. Okay, das sind aber Noob-Autos. Hm? Ja, egal. Und 3 Place Grid Penalty for 72 for crossing the pit exit line. Okay, Alter. lad jetzt noch Zoom aber. Ja, bin dran. Wo ist der Link? Zoom. Driver Information. Ja. Ja. Okay, ich join das mal. Wieso macht das immer auf dem Mainscreen? Per Computer dem Audio beitreten. Du bist automatisch gemutet. Hallo. Ich kann gar nicht reden. Ich kann nicht mal gemutet sein. Aha, okay, gut. Also ich habe jetzt Tire Pressure 5 auf da. Okay. Vielleicht hilft das noch ein bisschen. Und sonst mache ich 2, weißt du, wenn es jetzt gar nicht geht, dann mache ich noch ein zweites Ding. Ich meine, für den letzten Jahr jetzt keine 10 Minuten gebraucht. Mhm. Ja, so wie es jetzt gelaufen ist, würde ich sagen, bin ich mit P. Alright, guys, Top session 10. has finished. Session has finished. Track is now yellow for the remaining of the session. You will not be allowed out on Have track. so Please yellow. return to the pit lane if you are still out Jetzt on wahrscheinlich track. nicht können rot machen, weil es We are vielleicht going featured to Game. start the Zoom call in 5 minutes Oh time, nein, der Mick, so we can geht allow raus, everyone ist to ein join. 50-Jähriger oder so. Alter, du hast das Logo. Du Ich bist weiß jetzt auch der nicht, Einzige mit einem Logo. ich weiß auch nicht, wieso es das genommen hat, man. Ja, bist du froh? Du siehst jetzt voll professionell aus. Der Sieg halt. Oh Mann. Oh, jetzt ist er gone. Hey, haben sie 4-mal das Free Practice 2 File aufgeladen? Es fängt um 5 Uhr an. Aha.
sag sicher nicht. Mit wem redest du? Mit dir. Ich sage auch nichts, wir haben keine Fragen. Oh nein, und der Leopold Bryan hat es Robben im Hintergrund gehabt gerade. Geil, Alter. Greenscreen mit einer Robbe hinten drauf. Ich glaube, das wird sehr wild. Ich glaube auch. Voll Global Endurance streams Quali. Wahrscheinlich YouTube. verstockt das Wort. So, ich habe jetzt Zoom mal ein bisschen runter. Hey, hörst du etwas? Ja, ich habe gerade geredet vor. Okay, ich höre es nicht. Okay, Warte. Ah, jetzt höre ich es. Ich habe, weil ich eben nicht beitreten bin. das ist nur der reine Spanisch. Weil ich nicht beitreten bin mit dem PC-Audio, habe ich ja nichts gehört und nicht, Aha. nichts können reden. Wer ist denn er, Alter? Wer schnurrt denn da? Ist ich der 50-Jährige? Oh, kennst du die Leute? Nein, du kennst es wahrscheinlich nicht, aber du lernst es noch kennen. Wo ihre Noten von den Prüfungen auf Insta teilen. Oh ja. Und das Lied darunter liegt Another Brick in the Wall. Unangenehm. Es ist 5 ab. Los. Hallo? Hallo? Oh, und dass ich es jetzt schon sage, du musst nachher mit dem Auto auch noch drin bleiben während Alright, we're gonna get started. dem LMP-Qualifying. Muss Alter, wieso ist das so? I trust that you have all read the driver's briefing document that we sent out earlier this week. So, Habe ich jetzt. nicht. Kann ich auch nicht. Nein, kann Perfekt. nicht. Das ist nicht wichtig. So we won't be elaborating a lot on that. If you have any questions about that, you can ask them once we've gone through the additional points we have now. We'll go through them in quick fashion in order to give you guys room to ask questions. If you have any questions, you can raise your hand. You can do that by clicking the reactions button and then the raise hand function. Chris, can you monitor the chat for me and let me know if there's any questions in there? First of all, we've had a few withdrawals. The number 4 Perfect Point racing car, the number 5 Sim Race web racing car, and the number 53 DDoS racing car have all withdrawn. That's 2 LMP1 and 1 GTE Pro car. The number 34 Drillers Esports car has had a withdrawal of one of their drivers, which they are trying to replace right now.
Regarding the 107% rule, I have good news. Everyone has passed it correctly. So there are no issues there. Everyone has proven to have sufficient pace. Point number 3 we have is regarding spectating on the server. The test we just did went well, but there is a technical limitation within the game, which is a maximum amount of clients that can connect to the server. And that maximum amount of clients is 103. And as the number of drivers we have exceeds that, especially when you count race control and our broadcast directors, unfortunately, we have to decide that no spectating is allowed on the server during the remainder of the event. I want to ask all spectators that are on the server now to get out of the server before the start of qualifying. Warum? And then, yeah, we'll look into the issue, but it's really up to Studio 397 to solve this. And until that happens, yeah, we won't be able to, unfortunately. I want to stress that during the qualifying and race sessions, the use of the in-game chat function is not allowed. And that is to allow us to be able to use it for our decisions, the race control decisions, and keep it simple and not disturb anyone. That's good. For each incident that is reported and reviewed by race control or has been spotted and therefore reviewed by race control ourselves, we will publish official documents in the Stewards Decisions channel. That will happen after the session. During the session, you will only see the penalty for which car and a brief description of the offense. And in the document, you will find a more extensive explanation. Something that went wrong earlier today was that all drivers that are in the car or on the server are required to be on TeamSpeak and should be able to hear my commands over the engine noise, etc. That is especially important when we call for either a full course yellow or code 80, a safety car, or even a red flag. It's your own responsibility to do that, but we do penalize people when they don't adhere to this. Unfortunately, we already had to apply 2 penalties, which are 3-place grid penalties for the race. That have been applied to cars 69 and 71 as drivers Thiago Pina and Christian Zanger did not adhere to the warning we gave on both on the server and on Discord. Ey, es ist der Start vom 6-Stunden-Rennen. We also had a few disqualifications. Make sure you have your headlights on and you're not reversing for too long, because the game will automatically disqualify you if you do. We have done a few undisqualifications on the server during free practice, but we won't do that during qualifying and the race. So please make sure that you are adhering to this. With regards to a spotter, we recommend using crew chief as a spotter to navigate safely across the track, especially during the race, because spectating is not allowed, so you can't have a physical spotter. And crew chief is excellent in this. Het is echt schwer. Besser als nichts, aber.
Then we have Yeah. an issue with the pit exit. We had a penalty applied to car 72 for crossing the pit exit line and causing a very dangerous situation with an LMP2 car. They got a 3-place grid penalty for that. Make sure you're very careful at the pit exit, especially at the on-track part where you just can't cross the white line. It's on the racing line, and drivers that are coming up through Eau Rouge and Radion, they will see you and they will go out to the left. If you cross over to the left, then an incident is almost unavoidable. Was, du musst rechts bleiben beim Rauskommen. Ja, At the ja, logisch, infield pit part, lane, we're a bit more pit lane. lenient, and we Und die anderen mit links expect you to Ja, keep at logisch. least 2 Okay. wheels within the white lines. Ah, nur 2, okay. Das heißt, du Final musst jetzt part den from Cut, us, Ja, ich glaub, and that's also Ja, voll. with which we want to open the floor for you guys. The overtaking procedures. This is also always the challenge during a multi-class race, how to overtake and be overtaken. And the most important thing is being patient and being predictable. In the driver's briefing document, we've Patience. elaborated Jede LMP on that Ja, with a ja, few also do's and Liveball. don'ts. I want to add one more thing to that, and that is asking you to respect each other. Das wird so beleidigt. Except that you have to accept that sometimes mistakes and misjudgments happen. Of course, it's not good that if it leads to an incident, and you can trust us to do that, to report, to handle reports and take decisions and give out penalties if necessary, but don't go retaliating on the in-game chat like happened in Free Practice 1 or on Discord. So that's all I had to say about that. Chris, do you have anything to add to these points? No, I think you've pretty much covered everything. Just leaves me to say enjoy your race tomorrow in qualifying, and let's have a bit of fun. All right, we'll open the floor now then. Ja. If you have any questions, if you want to raise a topic, please raise your hand and I'll give you the turn. All right, Jan, 15 minutes left. That's 15 minutes. Der Crew-Chief sagt mir gerade noch 15 Minuten Zeit in der Oh Session. Gott, Achtung, jetzt geht's los. All right, we'll go to Pedro first. You can unmute now. Yes. And Can you hear me? good evening. To finish and have no doubt about the qualifying limits. So for qualifying only, not even one wheel outside from the white line. That's right. The track limits will be handled by the game for both qualifying and the race. So as long as the lap counts for the game, that will be fine. Okay. That answers your question? All right. Let's move on to Hugo then. Hello, everybody. So my question is, on the starting of the race, it will be announced on the chat in game, right? For each and every category, or it will be LMP1, LMP2, and then the GTs? Yeah, exactly. It will be the LMP cars all together and then the GTE cars all together. And it will not be done in the chat in the game, but it will be done in the in TeamSpeak. So like I'm speaking to you now, and like I've been speaking on TeamSpeak, that's the way I'm gonna be guiding you through the formation lap and the race start. Impossible. Okay, just one more question. Yes? During the first lap, or the engaging lap, there will be no disqualifications to
to the space that each class has between them, right? No, there won't be any disqualifications. That's why we chose the 10-second gap. Okay. Because that's something that the game allows. Okay. Okay. And we have tested it with our server settings, and there were no disqualifications. Okay. Perfect. All right. That answers your questions? Yes, yes, yes. Okay, good. You have to yes again. Yes. Let's go on to Noah then. Yes, good evening. Just to make it clear, it is not allowed to have a spectator on the server, is it? So only the one driver per team. Yes, only the driver, and about 5 to 10 minutes before you do a driver swap, the driver that is coming on is allowed as spectator, of course. And that counts for qualifying either. For qualifying, basically only one driver is allowed on the server. If you do need to have a second driver on, you have to run that through race control for through the incident report tickets. Okay, thank you. Let's go to Jessica. Because since you can't escape in quali, if a car crashes and it creates a dangerous situation, will there be some sort of neutralization to allow the car to get back safely or not? Yes, we can choose to to run a code 80 if we need to for a car to drive back to the pits, but we can also allow that car to escape. Okay, thank you. All right. Then we have Edgar. Hey guys, how are you? So I'm in USA, and obviously because of different time frames and everything, I'm a bit confused with qualifiers. So we have qualified today. It's going to be tomorrow, and if it's so, what time would it be? Qualifying is starting in 10 minutes. Oh, so it's starting in 10 minutes. Okay, I got confused when I think someone said tomorrow about the qualifying. Sorry. Yeah, no, it's qualifying is in 10 minutes. Oh, good. Gustavo. So in case of code 80, if I'm on box and I'm leaving the pit, I pass the light, the green light of box. Do I need to go in pit limit until the top of our rouge, or can I take off the pit limit and when I enter the circuit I need to put it again? Because in F1 you can take it off, and I would like to know. The code 80 procedure for us is always having the pit limiter on. In other words, if you are in the pits during the code 80 and you're coming out of the pits, you're not disengaging. Code 80 was einfach extra durch Box. Okay, thank you. Code 80 is full course yellow. Ja. Okay, der muss voll gerade auf Pit Limiter. Are there no more questions? Okay, ich muss nochmal durchlesen. Also ich bin so nervös, gell? Ich habe Puls 180. Egal, Qualifying ist Alright, gleich. Es ist then so gleich. all that leaves Ich will aber nicht me. Letzter werden. Das ist gleich. Yeah, Chris, Zwei I werden can nicht unmute you. Nein, ich will nicht Letzter werden. Yeah, Danny, we've just had a Lazarus. He's just asking a quick question. So, no escape allowed in qualifying. I think you said an escape is allowed if your car is badly damaged to get it off track. Is that correct? Can you just reiterate that? Yes. No escaping is allowed. So in normal situations, you have to get out. You have to drive back to the pits before escaping back to your pit box. But in case there is a dangerous situation, you can escape out, but you have to
request with race control using an incident report ticket to get out on track again. And chances are, if it was an incident caused on your own, that you're not allowed on track anymore. Okay, Lazarus, does that answer your question in chat? Ja, logisch, weil wenn du escapest, dann sparst Yeah, du all so good. viel Zeit. Thanks, Danny. Okay. Nicht Cheers, mate. reparieren. Thanks, Thank you, guys. 8 minutes left until qualifying starts. That only leaves me to wish you all good luck. Have fun out there. And if you have any more questions, ask them in the Drivers Central on Discord. And we'll try to answer it as soon as possible. Thank you, guys. See you out on track. Ich kann noch schreiben, thanks and good luck. Dann macht er einfach das Meeting zu. Macht er einfach zu. Einfach zu. Macht er einfach zu. So asozial. So scheiß Zoom, das brauche ich nicht mehr bis am Montag. Ja, RIP, da kann ich dir jetzt nicht spotten. Nein, aber gut, GDI ist es auch nicht so, also Quali ist es nicht so schlimm. Schlimm finde ich es dann am Ende vom Rennen, wenn es dunkel wird. Also der tut weh. Der tut echt weh. Aber ich schaue mal, ich will nachher sicher noch ein bisschen Starts üben. Dann können wir ja versuchen, ob ich YouTube und Discord kann streamen, weil Discord ist ja live. Stimmt. Aha, nein, bringt auch nichts. Wieso? Du siehst ja nicht mehr wie ich dann. Ja, aber ich kann mich mehr auf das fokussieren. Ja, true. Ich muss mir auf jeden Fall noch den Rückspiegel dann noch einstellen. Safe. Weil den habe ich nicht drin, den hast du drin. Ich habe gemeint, ich habe den drin, aber der will mir auch noch helfen. Dann sehe ich hinterher, was abgeht. Okay, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, aber es ist so knapp. Es wären 96 mit Fahrer und Spotter und dann hätten sie noch 7 Plätze. Ja, aber wie viel brauchen sie? Ja, 2 Race Control und dann haben sie wahrscheinlich noch Stewards, das Broadcast-Team. Und wenn halt willst Fahrer ändern und der Fahrer ist nicht der Spotter. Ja gut, das kannst du auch regeln, aber es wird hure knapp. Ja, es ist so knapp, dass wir es nicht können haben. Oh, nur 6 Minuten. Geh noch gut pissen. Guys, the track is still red. You are not allowed on track. Ist einer rausgefahren. Safe einer raus. Es ist so safe einer raus. Oh, ich habe etwas gehört. Was hast du Okay, Jan. 5 minutes to go. Irgendwas 5 minutes Auto, left. Oh, da, schau. Perfekt. Schau meinen Stream. Nein. Warte. Ich spule zurück dort. Ah ja, ich habe es gerade noch verwünscht. Nein, sie hat es nicht verstanden. Du hast jetzt aber nachher rausgefahren, bevor, also nachdem der andere etwas jetzt sagt er gerade noch mal etwas. Oh, der wird so disket. Der wird so disket. Hä, aber ich finde den nicht. Die Kamera findet den nicht. Der ist schon weg. Die ist schon disket. Ich schaue nebenbei noch Ja, was? den Broadcast. Okay. Full Course Yellow, also wenn gelbe Flaggen ist, muss ich dann verlangsamen oder muss ich dann aufpassen? Weil im Quali wird es jetzt geile Flaggen hageln, weil ich weiß nicht, aber ich denke nicht, dass ich Vollgas durchziehen kann, wenn ich immer muss abbremsen. Nein, ich glaube Full Course Yellow. Nur das ist nochmal etwas anderes. Ja, das sagt er dann auch. Aber wenn geile Flaggen ist, voll durchziehen? Ja, also... Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Gut, ich ziehe voll durch. Oh, es gibt ein Intro. Das Intro, ja, ich schaue das jetzt nicht. Nein, es gibt nicht. 112 Fahrer anscheinend. Hä, das stimmt sicher nicht, oder? Das ist ein Riesen-Event. Doch, das kann schon sein. Okay, kann schon sein. Es hat ja noch Temps falling. Ersatzteams. It's now 3 Celsius. Er hat gesagt, es sei 3 Grad. Ja. Das hat gerade einen Time gesetzt.
Alter, die tun voll professionell. Ich share das schnell im Discord und auf Insta. Ist gut. Mach das. Ich finde den Typ einfach wirklich nicht, wo fährt. Keine Ahnung. Ah. Hast du geschrieben? Ja? Mhm. That's 2 minutes left. 2 minutes. Bist du immer Qualifying? Nein. Was? Ob ich in einem Quali bin? Nein, ich habe geschrieben, gefragt, wie man Qualifying schreibt. Du hast es, glaube ich, herausgefunden. Ah. Mit I und Y, also zuerst I, nach Y. Mhm. Ja! Doch nicht der Stream, mein Stream. Hallo? Nein, der, fick dich. Nein, sicher nicht. Okay, noch 1 Minute. Hyperventiliert. Ai. Hoffentlich laggt der Server nicht. Das hoffe ich ja. Das ist jetzt mühsam. Wie logge ich dir jetzt zu? Einfach über den Stream? Mein Stream wahrscheinlich. Okay. Meine und der andere kannst du ja gleichzeitig schauen. Mhm. Kann ich mir jetzt einen Link einbetten in eine Insta-Story? Story glaube ich nicht. Erst aber glaube 10.000, das kannst du aufswipen. 5, 4, 3, 2, Ja, 1. Let's go. Checkered flags out. 13th place. Und jetzt? Hast du Benzin, Headlights? Alles. Headlights kann ich. Also. Ich Ah, kann du bist nicht nice. Server is moving to qualifying now. Du bist im Teamspeak, ja? Ja, ich habe den gehört. Dings ist moving to qualifying now. Ja. Drücken sind okay. Fuel ist okay. 5 Laps, ja. Da habe ich quasi 2 Versuche. 2 Stints. Voll. Muss ich ein Inlap machen? That's the end of the session. 14th. Ja, ich würde es mal einberechnen. Mal machen. Jetzt. Hä? Stunde? 50 Ja, Minuten? weil es ist 20 Minuten mir, 10 Minuten Pause, 10 Minuten LMP. Achso. Ja gut. Es ist hell. Green flag for GTE qualifying. LMP cars, please remain in the pits. Es ist hell. I repeat, LMP cars are not allowed on track. Please remain in the pits. Also, es Green ist flag heller. GTE qualifying. Hä? Good luck. Es ist, als hättest du ein Gamma aufgestellt oder so. Pit exit's clear. Okay, Jan, we've got Wieso ist es so hell? 49 minutes to settle up. Your brakes are cold. Be careful. Also sieht das weird aus. Im Broadcast sieht es nicht so aus. Ist das echt ein Lag bei mir? Ja, egal, gut für dich. Ja gut für mich, auf jeden Fall.
schon ein bisschen weird. Also würde Track leuchten. Voll. Die Idee mit früh rausgehen hat viel gehabt. Wie langsam ist er? Was fahrst du für einen Engine Mode? Eins. Okay, gut. Er fährt halt so slow und hinten drauf den Tower rein. Ich hätte ein bisschen warten. Egal, Versuch. Vielleicht kannst du noch ein bisschen verzögern bei der Schikane. Oh, jetzt ist es dunkel geworden. Auf einen Schlag. Warte, ich sage im Stream. Und zack. So, Motorenmodus auf. Die Reifen sind halt eiskalt. Yellow flag. Sector 3 is clear. Safe ist der hinter mir nach dem Gomez GT has gone Pro. off. Lock. Macht er keinen Platz, gell? Einfach dieses Rennen fahren. Oder deine Runde. Ei. Irgendjemand hat verloren. Yellow flag. Watch Es out. ist angenehm, einen hinter zu haben. Ja, für mich Viel eher. tut das. Binder in. Turn 11. Dann fahrst du gut, einfach weiter so. New fastest lap for Mendes. 2:14.53. Ei. Blue Bad. flag. Oh no. Watch the track limits, please, Jan. Sector 3 is yellow. Green flag, Sector 3. Das ist schlau gewesen. Holy shit, ist das knapp gewesen mit dem einen GT. Sector 2 is clear. P18.
Sector 2 is yellow. Green flag, Sector 2. We think Bergman has gone off in turn 13. Nein. Zu früh bremsen, ab 0 müssen liften. Yellow flag, Sector 3. Sector 2 is 2.7. Off the pace. You've used half your fuel. That's a new fastest lap for Sims, 2:14.28. Oh! Das ist close. Viel zu früh bremsen. Aber nicht in Welle. Lap time is 2:22.05. Ultra schlechte Runde. Ein Versuch habe ich noch. P14. Du kannst nachher vielleicht nochmal raus. Ja, ich weiß, ist so Car klar. in front has just posted a 2:18.18. Oh, jetzt habe ich wieder Delta, nice. Yellow flag in Sector 1. We think that Osman has crashed in La Source. Oh, Osman dus. Dus? Also crashed. Green flag Sector 1. Lol. La Source, vielleicht hat er Damage und muss... That's 5 minutes of fuel left. Ich schaue auf dem Broadcast. Yellow flag. Green flag Sector 2. It looks like Diaz has stacked it in Bruxelles. Nein, ich habe Traffic. Doppel-Traffic. Sind vorne noch nicht da gewesen. Jungs. Sector 3 is clear. Car right, clear right. Sector 2 is 3. Alter, ich habe eine halbe Sekunde verloren. Kannst du die Runde Box? Dann hast du eine Runde mehr nachher. Soll ich? Ich würde. Ja, 400 im Moment. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Jetzt darf ich aber exiten, hä? Escape. Ich weiss nicht, wenn du darfst. Da muss ich angehalten sein. Ich weiss es Wenn nicht. ich angehalten bin, darf ich safe. Ja, dann safe. Schau mal, was der vorne macht. That's 10 minutes remaining. 10 minutes remaining. Jetzt Escape, hä? Ja, nein. Ja, mach einfach. Da vorne hat ein Escape. So. Setup. Tires sind gut gewesen. Fuel 20, gut. Drive, let's go. L. Ich würde ja sagen, welchen Rang wir im Moment sind, aber sie zeigen nur die ganze Zeit GT Pro Rangliste dort. Leider. Oh, perfekter Spot.
Gut. Es sind eine schöne Gruppe vor mir. Hinter mir ist noch ein Auto. Aber der hat ein bisschen Gap. Das richtig machen kann ich jetzt noch. Kann ich es durchfahren. Jetzt schön schnell in die Kurve fahren für den Tempo. Oh. Der hin ist schneller als ich denke. Ich lade mal durch. Blue flag. Okay, jetzt hast du richtig viel Platz. Ja, ich weiß. Wie gesagt, perfekter Spot. Ja. We can see Diaz has gone off in Eau Rouge. Also die bauen jetzt irgendeinen Schießsektor vor. Yellow flag, caution. Sowas zum Beispiel. Green flag sector 3. We think that Oh, der hat Gomez escaped. been Der hat hit. escaped, Bro. Oh, Sector 1 is weg. clear. Okay, good luck, good luck. No more Du talking, hast... please. Ja, Nein, ist gut. 2 bis 3 Versuche hast du safe noch. Green flag sector 1. Yellow Was ist flag die in sector 2. P8 im Moment. Alter! It looks like Arujo Ich kann viel has gone schneller. off in Bruxelles. Okay. Sector 2 is clear. Pole ist 17,8. Aber ich rede jetzt nicht mehr, Schlechte Orange. Ganz, ganz schlechte Orange. Egal, du hast schlechte Reifen gehabt. Yellow flag, keep your wits about you, mate. It looks like Mendes has binned it in turn 13. Sector 2 is clear. Wieso verliere ich so viel Zeit? Das ist krass Zeit. Halt die Reifen. Alright, Jan, you've got 10 minutes of fuel remaining. Gute Puho. Nein, es ist nicht so gut gewesen. Ich habe vorne dort etwa 3 Zettel verloren. Oh, die ist auch gut gewesen. Ah, die ist auch gut gewesen. Jetzt früh bremsen. Yellow flag, sector 1, P19. Sector 3 is 2.7 off the pace. Nein. Das wäre schier gewesen. Alter.
Ai, die Kurve, die Runde will auch nicht. Du hast noch einen Versuch. Weiß. Sector 1 is 2.0 off the pace. Schon wieder Zeit draussen. Das gibt's nicht. The leader's just done a 214.02. Sector 2 is 2.6 off the pace. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Schaffst du das? P19. Sector 3 is 1.7 off the pace. The guy ahead's lap time is a 219.67. Yellow flag sector 2. We can see Mendes has gone off in La Source. Okay, Jan, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Sector 1 is clear. Gute Kurve da. Schön, schön. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. Green flag sector 2. I'm sorry. You've had a lot of air damage there, mate. The bodywork looks pretty fucked. Ei. Egal. Es ist nur das Qualifying. Ich sehe halt nicht, wenn ich Platz habe. Ah, jetzt hätte ich können rejoinen. Oh, I'm so sorry. Incident in Egal, sector egal, 2. egal, Sector egal. 2 is yellow. Ich bin eine Sekunde besser. Car right. Right side's clear. Egal, es ist nur das Qualifying. Das ist 6 Stunden Rennen. Es kann so viel passieren. Du, wenn ich es lenken muss, eben. Sector 2 is clear. Ja, kannst du eigentlich... Tu doch escapen. Nein, ich escape nicht. Yellow flag, caution. That's GTE qualifying finished. GTE qualifying finished. All cars are allowed to finish the lap they're on, otherwise return to the pits. It's not allowed to start a flying lap now. 10 minutes until the green flag for LMP qualifying. Wait for my signal until you go out into the pit lane. Sector 3 is clear. Egal, guter Versuch, guter Versuch. Car right. Right side's clear. Ich kann nicht rechts lenken. Ich hätte halt 2 Sekunden schneller können sein. So bad, Alter. So schlecht.
View-Factor ist so da. Yellow flag. Wie soll ich um den Hairpin kommen? Du doch einfach escapen dort. Ja, wenn ich feststecke, escape ist es voll. Oh. Egal, es ist so gleich. Morgen nach 5 Runden können wir zuvorderst stehen. All right, that's all laps finished. Please return to the pit lane. All cars, please return to the pit lane this lap. Musst du noch den Stream beenden? Ausser du willst Ding schauen. Ich will jetzt schauen. Ich schaue es über den... Ja, ich schaue es über den Broadcast. Das ist einfach hure geil gemacht. Ich glaube P9 oder P10. Ich habe das Ziel erreicht. Nicht letzte. Das war das erste Ziel. Top 10 war das Ziel. Aber ich hätte, schau mal, ich hätte nach dem ersten Sektor wäre schon P8 gewesen, P7. Ja, gut. Und ich hätte safe können P4 werden. Oh man. Gut, dann weiss ich, was ich jetzt zu tun habe. Was? Pole zu zweiter Platz in AM eine Sekunde. Joao Rodriguez vor dem Osman, ja, voll 1 Sekunde. Rodriguez vor 61 habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber der GTE Pro ist ja super gewesen. Der auf P11 ist, der ist insgesamt auf P14. 3 AM sind schneller gewesen. Der ist, P10. der ist 2,5 Sekunden off. Beim Rest von der GT Pro. Alter. GT Pro sind übel close. P6 wäre drin gelegen. Ja, P6 wäre locker drin gelegen. Ich sage P5 auch mit einer guten Schikane. Ja. LMP cars are now allowed to line up at the pit lane exit.
Please, all GT cars remain on the server. Do not leave the server before LMP qualifying is over. Eigentlich könnt ihr den Stream auftun und dann laufen lassen. Es ist verdammt geil gemacht. Probably around about 4.5, so you could definitely fit another stint or two in there, couldn't you? Yeah, you certainly could. It's gonna you will be able to get that spare extra run in case something goes drastically wrong on one of the laps. So that's the beauty of the faster cars. Of course, just having a look here at the entry list. Certainly an Orica domination at the moment. I think we've got about 7 Oricas and 4 Ligiers. So it's not quite a full Orica grid. So people are going in the Ligier, but there's 4 of them that we'll be able to kind of gauge the pace versus them. So we have 2 minutes till the cars are allowed out onto the track, and then we have a 20-minute qualifying, of course. And of course, the LMP ones are all the Ginetta, and they're going to be, of course, much faster than the LMP2s. So now this is going to be obviously a really crucial one. The LMP ones have got to try and find space against the LMP2s to try and get a lap in, as well as trying to negotiate their own class as well, LMP1s. So there could be probably some more headaches than there would be in the GTEs. I think I wouldn't be surprised if 1 or 2 LMP1s get caught up behind some LMP2s, not even intentionally, but just the sheer pace advantage. But it's going to be very difficult for the LMP1s to try and find some clean space out here. Thankfully, they've got a big track. Spa's a long circuit, so they have got some more room than, let's say, for example, an extreme example, Long Beach, for example. You wouldn't be able to find space around there. But yeah, it's gonna be hard for the LMP1s to make sure that they find some clear air to try and get a run in. But if, of course, they do get impeded, they have got the extra time to try and do that. They've got 20 minutes, and they should be able to get 3 or 4 extra laps in than the GTEs would be. Yep. And even though obviously it's as you said, it's not as narrow as Long Beach, as it is still a very tricky track to overtake on Spa. It's not renowned for its good racing, so that will be something to see how the LMP ones do deal with lap traffic, or not lap traffic in this case, just traffic in general. They're not lapping them in qualifying, obviously. Yeah, it's as you said, it's very different. In the prototype classes, obviously with the GTs you can come across a slower driver in a slower car, but they're still in the same class here. They're going to be a similar pace. In this, there can be 3 or 4 seconds difference, even at the top of the LMP2 field between the LMP2s and the LMP1s. So it is a different ball game. And if you can, obviously these cars have a lot more downforce as well. So in the corners, that can in the dirty, that can really throw you off. And in the night as well, it's going to be even trickier, as it has always been in this qualifying session. Just waiting for the green flag now to wave, as we see more and more cars piling in at the end of the pit lane. And just as I speak, there we go. LMP qualifying is underway, and we can just see this train of prototypes heading up the pit exit. As we now have 90 minutes and 46 seconds left on the clock here at Spa. And I'm sure we'll be seeing everyone perhaps taking it a little bit slower, because the amount of cars that's heading out immediately is quite ridiculous. So I'm sure we'll be seeing trying to get a bit more of a gap going as we head out. But yeah, this should be a very interesting end to the qualifying session. Now, one of the things we were just discussing before the race, Jack, is that one of the Ginetta drivers is actually on a gamepad, isn't he? Yeah, which is an interesting choice, I'll say. I admire them for doing that. 6 hours on a pad. I'm not sure if all the drivers are using a pad, but at least one of them is. But it's doing a long endurance stint on a pad. I mean, respect, but you can kind of see the driving inputs compared to a wheel. It's so jagged compared to that. It can't be good for the tires to be on a pad going through some of these corners, but. I mean, that's the beauty of sim racing. It's accessible to anyone, no matter what your kind of control device is, whether it's a wheel, whether it's a controller.
or whether it's anything else. You know, you can drive no matter what you have, and it's gonna be interesting to see how they get on, because it's not often you see anybody driving an LMP on a pad. Maybe a GTE, sure, but the fastest category, that could be a little bit sketchy. It could be, but you know, then again, it could also work out extremely well. If you cast your minds back around about a year ago when we were having all the real world drivers invitational events, Jacques Villeneuve was in plenty of them, and he actually sim races on a pad, and he's very quick. He grew up, well, not really grew up, but he used to play a lot of Gran Turismo back in the day, obviously on the good old PlayStation controller when it came out. And he was an avid Gran Turismo fan. Obviously, he's just decided that it's not worth buying a wheel to sim race on, because he's just quick on a pan. You know, it worked out very well for him. I remember quite clearly he pulled a fantastic overtake on Jensen Button in one of the race organised by the race news company. It was in the old McLarens as well, I think, on rfactor 2. So certainly no mean feat. So all for Jacques Villeneuve there, pulling off some very impressive skills. Yeah, is Eric Moynier setting the purple sectors out. It's the first car round, so of course we'll be setting the purple sectors in a Le Cassicou P1 car. Just coming through now, very tricky corner, especially in the dark. It's just super hard to get the line right through there. Coming into Blanchimont now. Das ist flat Spur, nicht in the LMPs, if not flat in some of the better set-up cars. In the race, it will be a bit different when you've got the ich glaube, die erste vorbei. But in qualifying, it's lowest fuel you can get away with to try and absolutely maximise the pace through the corners and down the straights as well. Heading through Stavelo now, and on the run up to, should I say, Blanchimont. This is a very, very isolating stretch of track. It almost seems like everything just fades by. All you can see is trees and that red and yellow barrier off to your right hand side, which is not really where you want to be going. It would hurt in life if you do make contact with that. It's a very fast section of track, then hard on the brakes, into the bus stop, flick it round, don't spin the car. So easy to do that on the off camber of the exit of the first corner, running a little bit wide out of the exit of the second corner. I'm not quite sure that's legal, but we'll have to see. Across the line, it's a 154.5. Der ist schon 2 Sekunden schneller. Patrick Silvassi is already 2 seconds up in the middle sector, so that's a monster lap from Patrick Silvassi already, and he's already been bested in the first sector by somebody. So yeah, Patrick Silvassi goes on pole by 2 seconds. That's a fantastic lap. The Mugen Sim Racing driver, Mugen Sim Racing, currently locking out the front row of the grid. Here's Tom Chassing at FRT Junior, who's set a purple middle sector as well at the moment. If they cross the line with a dead neutral final sector, they will be on provisional pole, as well as Opium goes on pole in LMP2. And yeah, pole, no, it's slower through the last sector, so P2 in the LMP2 category for Tom Chassing, and Zoltan Varkonyi onto the pole in P2 as well. Mugen once again continuing their domination of endurance racing, as it seems they've been the squad to beat in many a series, and they're continuing that here today at the 6 hours of Spa qualifying for the Global Endurance Modding one-off event. Noah Nebling in the Bros Racing Green Guard goes P3. Bros Racing, ooh, that's a bit of a wobble there into last source. Yeah, Bros Racing though having a lot of teams out there today, and they're all doing pretty well. So it must be said, race for Cat. Gonzalez now coming through bus stop chicane in the P2. He set a purple first sector, so that car may be pretty quick in a straight line, just judging by his sector times. Quite down in the middle, but quite up in the first. So watch him on the run out of La Source on lap 1 tomorrow as we head down the kennel. If he gets a great exit to La Source, he could be in with a shout of a few positions with a cheeky dive bomb into Les Combes. Eric Moynier now, who was the first driver to cross the line, comes around again. And it's not he does actually go faster, which is very impressive, seeing as how he was 2.5 seconds down in the middle sector. That must have been a mistake there, surely, but yeah, very impressive to go faster. That down. Here's James Zubia in the Drillers Esports car. There will definitely be a squad to be reckoned with tomorrow. Very, very quick driver, very, very quick team as he heads into Bruxelles. You can just see how quick the prototypes are compared to the GTEs through there, Jack. I mean, this isn't even the fastest class here, and it's just absolutely stuck, you know, throttle almost to the floor midway through the corner. It's unbelievable how quick they're going.
Yeah, look at this. It comes through Puon right now. It gets a bit of a wobble going in, but the speed compared to the GTE is phenomenal. I mean, when we compare the lap time LMP1 to GTE, they're nearly 15-20 seconds a lap faster. I mean, it's crazy the pace of the P1s, and I mean the LMP2s are just nearly as quick as that. They're 12-13 seconds a lap faster. This is what we're going to be dealing with. So James Zubi is 3/10 down. He's a good middle sector from him there. This could be a good effort. He should be able to get himself top 5 maybe if he hooks up this last sector. He's aiming for a 2:01.143, which is the fastest time set by Mugen Sim Racing. Up through Blanchemont now, no lights at all. You're just looking for the lights of the pit lane coming through the darkness there. Onto the brakes for the bus stop chicane. Now, got to get it right. Careful not to take too much of the curbs there either. They can be lethal. Onto the power then, gets a bit of an oversteer moment on the way out, but here he comes, James Zubi for Drillers Esports. It should be a good lap. Comes across the line, it is a 2:01.8, and that puts him into 5th. But again, LMP2 very close, 6/10 between our top 5. So an improvement of 2/10 would see him up onto the second row. Yep, it's not a bad lap at all, and just looking at the gap in LMP1, it's at the moment it's 1.1 seconds between Mugen and Relish in P1 into P2, so it looks like we've got potentially another GTE Pro situation on our hands where the pole sitter is just an absolute mile ahead. As that being said, Leopold Bryan absolutely clatters over the bus stop. He's up in the middle sector by 2/10. Let's see what he can do as he crosses the line. Goes P2. Yeah, I think that bus stop won't has helped him. All 4 wheels in the air at one point, and cost him a few tenths at least. Felipe Gordino in the Opium Racing car is not having a great time in LMP2, down in P8. Obviously, still 11 minutes to go. And he's without a rear wing, which is why he's not having a good time. Yeah, that's not what you want to be seeing. Hopefully he pulls over to the side of the track very quickly. But yeah, that should be just back in the pits, press escape, and then head straight back out again. Luckily, in qualifying, when you're in the pit lane, you don't have to worry about car repairs. You can just escape back to the pits. But yeah, my best assumption is he's had a spin as he bounces over the grass and just backed into a wall, taking off the rear end of the car. And obviously in the race, if that happens, that would be a code 80 scenario, I'm certain. This is qualifying. That doesn't happen here. Felipe Gordino here, we see that contact there. Who was that with? Oh, that's a heavy accident. That is. Who was that with that there was contact with? That's not what you want to see happening there, Jack. No, that was contact with a P1, it looks like. Coming towards Fanny Chicane. I don't know what was going on there, but he got absolutely swiped into the wall right there. And limping back to pit lane. Hopefully he managed to get that repaired. Again, beauty of sim racing. You don't need to pay for the repairs. It's all free. It's all free. So he's able to get yourself back out again. Edgar Cruz, Ultimate Sim Racing. 1.6 seconds out in the middle sector. And he should be able to slot himself ahead here as he comes across the line of what it'll be. A 2:04.2. He doesn't improve his position. Car 12 either start driving or return to the pits. You're causing dangerous situations like this. It's kind of a second separating the top 7, and then you look further down. It's a further 2 down to Opium Racing Motorsports. Ultimate Sim Racing are in there. And then it's another nearly 2 seconds down to Luffield Lunatics, who I don't think have set a representative time yet. So there's a big spread of pace in the P2s at the moment. As Kyron Park in Realish Racing, he is personal best in the first sector, only 300ths by the looks of it, down on the fastest sector at the moment. So looking good at the moment as he heads through Puon now. Has got a P2 in front of him. That will be distracting. So hopefully he manages to negotiate. That gives a flash of the lights. P2 gets out of the way, clatters the curbs as he heads towards the Fanny Chicane. But seems to be now clear of traffic for now. But not ideal to catch P2 traffic in the middle of a fast corner like Puon and through Stavolo now. And he should now, unless come around here, he's got a purple middle sector. So he could be on for the fastest time in P1 right now. Ja, gut. Yep, it's good lap so far, green in the first. Was heißt Lichthupe? Einfach Achtung, ich komme. As I mentioned earlier, Bar is a track of 2 halves. You know, the middle sector is a lot tighter and twisted than the first and the third. It's all about where you set the car up for. Let's see what he can do. It's qualifying. Hard on the brakes. Little bit to the wider line. Das ist echt Zeit in dem Game. Oh, ihr sagt das doch. Speed on the exit. It looks coming out to the line, shortest line possible, and it is pole position for the time being for Karin Parkin. It's a very, very strong lap indeed. 2 tenths to the current P2, but yeah, great stuff from him there.
But yeah, as I was Aber Fahrerding saying, ist it's 6 also Stunden am Connie's Tag. on another absolutely phenomenal lap here. Halb He's zwei just bis coming halb through the bus acht. stop Also now. bis Let's in see what he 8. can do as he comes to the line. Yeah, this is die going to ist be a schon der phenomenal davor. lap, I believe. 7.5 tenths up in the first sector, crosses the line, and it's going to be a second to the Opium car in P2. Great lap there from Zoltan Verkoni. So as I was saying, the track is it's a circuit of 2 halves, and it's really all about whether you want that speed down the straights of the first and third, or whether you want to be able to carry the speed through the middle sector of the high-speed corners, and then perhaps benefit off the slipstreams on the straights. If I remember correctly, using my Formula 1 knowledge, there was a year where Michael Schumacher wasn't happy with the car down the Kemmel Straight in the first section. He was asking his Ferrari engineers to take off some rear wing, and they actually refused to let him do it, because then they believed he'd lose too much time in the middle sector to be competitive. So it is really it's a difficult track to set up for. But that's part of what makes it iconic, because it's all about where you think is the best place to do do the car setup, you know, how you work about that, and what everyone else does. You know, if you rock up with a car setup that's different to anything else that's out there, it can pay dividends, but it can also immediately end the spell of your race because you're just not quick enough. Florentine Joyo in the wheel drive P2. He said a green first section, an apology, but it's not far off from the Musion car at the moment, which is absolutely dominating the P2 category as it stands. That being said, it is a second off in the second sector, so that Musion car has obviously found something there that nobody else has at the moment. Let's ride on board through Blanchimont, or on the run onto it anyway, into 6th gear, turn in, keep the car tight, don't run too much curb to upset the car, and then hard on the brakes for the bus stop. Try not to overshoot to get the car turned in now, hard over the curbs. Try not to take too much air there, because you don't want to lose traction on the exit this corner. And again, run the curb to the exit. It looks like he's going to go for another lap, because he's not running a super short run to the line, and it's only green in the yellow even in the final sector, but still P4, not a bad lap at all. 1.5 seconds off the pole time, but only 2 tenths to make up to the car in P3, so there's definitely doable with 6 minutes left on the clock. Henry Moyne in the Class Q P1, green in the first sector as well. Look how quick those cars are on the exit bus stop. Bus stop is one of my favourite corners in the world. It's so much fun. Just getting on the brakes nice and getting the power down, trying desperately not to spin, and using all of that runoff that you're allowed to get away with. Das Bus-Stop eine von seinen Lieblingscorners ist. He loses a bit too much runoff and bounces mega over the witzig, sausage curve. Beste Kurve aller Zeiten. So Die brauchst du nie eine Runde kaputt, die kannst du mal zeigen. The next fastest thing after a Formula 1 car that you can get in Musion Sim Racing ist nochmal 3,5 Zehntel schneller. Erste Sektor. Aber das ist der P1, das ist nicht der, der eine Sekunde vor ist. They're just incredible. They're basically Formula 1 cars with a roof on them. That's the great thing about them. And they just provide some brilliant racing as well. We're on board now with Gabor Hevesi, who is 0.3 of a second up in the first sector, purple sector. But look at this now, he's capturing traffic in the Finnish chicane, which gets well out of the way. But again, it's not ideal. He's got another bit of traffic in front of him now. As I head down towards the Stavelot corner, let's see what the split time's going to be. Oh, look at that. Heads over the split line now. It's green, and he's 2 tenths off the fastest sector, but that should balance out with him being the fastest, and he's going to get a slipstream now. He has to try and find space there, but he manages to get past with a bit of a tow as he heads down towards Blanchimont. I'm sure he would have cost himself maybe a tenth or 2 tenths. Could be very close to our pole time right now. Whether it's going to be pole, we'll have to wait and see. The number 1 car, the Mugen Sim Racing, trying to make sure it's domination day. Round the last corner, out of the bus stop, power on down to the line. It's going to be very close as he comes across the start finish. It is going to be a 50.1. It is pole by a tenth of a second. And I think that tow down towards Blanchimont may have just given him the edge right there, given back those 2 tenths he lost in the middle. Yep, 11 hundredths of a second quicker than the best time in the final sector. I think that tow definitely helped Mugen Sim Racing then continuing their domination out there today. P1 and P3 as it stands in the P1 category. Still 4 minutes to go. We can see here Tom Chassing in the FRT Junior LMP2 just out last second. Masterfully judged there. As he just... Richtig vorne gewesen. Ich weiß nicht, ob er drüber ausgleich und nicht abgeschossen. Here's Patrick Silvassi in the sister car. His himself has set a green first sector, but you know it's 2 tenths off of the other car. So it's that car
has a bit of work to do if they want to make the time up and get a front row lockout. But anything is possible in sim racing, so we'll just have to see what they can do. As we'll surely be seeing everybody heading out onto the track soon for that final push across the line. And it's a great middle sector, 4/10 up on the sister car. Tegen worden snel hier as you said earlier, balance out as well, so there will be 2/10 up overall, but they've not got that toe down. Die werden den Boden reinpressen. Hard on the brakes into the bus stop, bouncing over the curbs, little bit of a half spin there, but actually helped get the car rotated for the entry to the second part of the chicane, running through the line now. Let's see what Patrick Silvassi can do as he crosses the line, and it's pole position for the music, and it's that is so close. That is so close. Really Racing set another lap in between there, just as I was talking Patrick Silvassi's other phrases. 3,000ths of a second separating the front two cars. That's ludicrously close, LMP2 Sekunden. That's literal inches around a track as well. But look at this, we've got this will be back into LMP2, of course. We've got somebody who may be about to challenge Mugen Sim Racing at the top here, Jan Gertner in the Opium Racing Motorsports LMP2. But again, look at that middle sector, 1.4 seconds down on the fastest. So what have Mugen Sim Racing found in that middle sector to get them that far in front of second clear? Just 2 minutes left, but 2 minutes to yeah, go. I was watching those sector times, and they just kind of came across the line at the exact same time. You could see the improvement by Realish, but 3,000ths, that's inches across the line, and around a lap this long, that is really something else. This should be maybe an improvement for Jan Gertner. Gets a wobble out of the bus stops. I don't think this is going to be an improvement in the end. Has a 10th in hand in the first sector, but I don't know, Mugen Sim Racing just found something in that middle sector and are just demolishing everybody. Yeah, I mean, obviously, perhaps a bit of a toe down the Kemmel there, but yeah, that's just a phenomenal stuff from Mugen at the moment. You know, they are absolutely flying along. Realish Racing, where Kieran Parkin has now a 10th up on Mugen in the middle sector. So let's see what it can do coming into the bus stop chicane now. It seems that the track's evolving at an almost supernatural rate as we head into the last minute and a half of this qualifying session. Coming around the bus stop chicane, there's a car on the exit there, so he elects not to run too wide. And coming up to the line, now let's see what he can do. And it is now original pole for Kieran Parkin. 1.5 tenths to the Mugen car, but there's still time to set another lap, so let's see what happens. This is going to be very close to the LMP1 category at the end of this qualifying session. Mugen, well, it seemed that they had the upper hand in the middle sector, but now Kieran Parkin's just come along and sat that all down, so perhaps it's just track evolution, perhaps Realish Racing have something up their sleeve. We simply do not know. We're just going to have to wait and see. 50 seconds remain until the checkered flag comes out. This will be Kieran Parkin's last lap, and it is down in the first sector, but only by 6,000ths of a second, so he is right on the money as it stands. Coming through a bit of traffic, gets out the way very kindly. I'm sure he'll be very appreciative of that into Bruxelles. Get on the throttle as early as you can, get the rear of the car rotated, try and ignore the front tires screaming from the understeer, flying through bus stop. The car just planted on the exit of that left-hander, coming into P1 now. Don't lift, do not lift, and your lap's gone. It's that close to the top. This needs to be perfect from Kieran Parkin now. Heading into the right, left, followed by the right of Stavolo. This is absolutely flying along. Let's see what the split is coming up. Let's see what he's going to get as he flies through Stavolo now. That car is absolutely planted, and it is down in the middle sector. 4/10. He's going to need an absolute monster end to his lap. He's going to need to find some ridiculous time through the bus stop if he wants to improve on this lap time. But he has got a 10th and a half in hand. So let's Mugen pull something out of the bag. That could be it. Let's see what Kieran Parkin can do. Hard on the brakes into the bus stop now. Here we go. This will be it. And no, he spun! Oh no, Kieran Parkin, round he goes. Frontwards into the wall. And the really fast will not his time, but Gavril Hevesi is 2/10 up in the first sector, but is now stuck behind what appears to be Alicia. So he could be down in the second sector. Kieran Parkin back on board with him now. Just, I think, just grabbed too much of the curb, and round went the rear. It wasn't a great lap from him anyway. The middle sector was down. Gavril Hevesi's managed to dispatch of the Ligier. Let's see what the split time is. I think he will have lost a bit of time coming through Bruxelles and No Name, which is not what you want to happen, especially when you are 2/10 up in the first sector. It is so tight here.
this late in qualifying at the GM 6 hours of Spa Francorchamps endurance. Oh, and it's 3 seconds down in the middle sector. Oh my goodness, Gabriel Hevesy is not going to be able to get a pole position with a time like that, just held behind the Ligier. And it was a purple first sector, a lap that showed so much promise out the window with traffic. We were mentioning earlier, Jack, the traffic is so important, it's so vital that you get clean air around here in qualifying. We're seeing it coming to full effect here. What a shame for Gabriel Hevesy. What a shame. Into the pits he comes. It will be P3 for Gabriel Hevesy. Felipe Gordino still on the lap. It's a green in the first 2 sectors in the LMP2. Coming in now and just coming through the final left of the bus stop chicane. And coming to the line, taking the shortest route possible. Crosses over. It's still P8. 2 minutes 1 though. It is an improvement. Gonzalez and race. All right, that's qualifying over for everyone. Please make your way back to the pits. Well done, everyone. Please remain in the server for a bit longer, so the guys from the broadcast can show the qualifying results in full. And then once we get the heads up from Joey, I'll let you know when you can leave. Thanks, guys. Oh, I'm sure that musician is very frustrated right now, Jack. Wrong place, wrong time for that LMP2, right in the apex of Brussels right there. But Kieran Parker was saved by that because they managed to grab pole by a 10th. As you can see right there, Realish Racing on the pole for the 6 hours. Patrick Silvassi second for Mugen Sim Racing. Gabriel Hevesy. Die haben da richtig grindet mal mit den Testdates. Zweite hintereinander in der gleichen Ja, voll. Mugen Sim Racing third, then Bros Racing Blue in fourth, and Bros Racing Green. They'll be sharing a roll. Will drive. Ja, die haben wir abgeschossen, einer von denen. Final Von Motorsport in 7th, Olympic and Lekaska P1 in 9th. Ja, aber auch P4, 5, 6, 7, 8, die gehören alle dazu. He'll be thanking his lucky stars that the LMP2 was there when it was. Und da auch all competitive bis so P8. P9 und 10. Yeah, also P2 bis 1, 2 bis 8, grid. Zoltan Marconi, Mugen Sim Racing lining up on the pole, an absolute monster lap, a second quicker than the wheel drive P2 car, who are ironically lining up in P2. James Dubia, P3 for Drillers Esports, Opium Racing Motorsports and in P4, MSD, P5, Race for Cap P6. FRT Junior P7, das wäre schon P8, Ultimate Simulation P9, Rookie Monsters down in P10, Jessica Pelletier. Not a spectacular lap from her. I'm sure she'll be doing a lot better in the race as Luffield Lunatics lines up to round out the grid in P11. It's a very, very stacked grid here in the GR 6 hours of Spa. Then in the pro section of the GT category, Opium Racing take the pole with Bro Racing Yellow in P2, MR Corsa P3, and the orange squad of Bros Racing, Noah Bergman in P4, Podium Sim Racing P5, MR Corsa RXT in P6, Angry Bull P7, Rookie Monsters P8, Global Endurance Racing P9, that BMW not yeah, it's P11, the Opium, another Opium car, and P12, Mugen Sim Racing, Frank Christian Kabai just not able to get that lap in. Jack, do you want to just take away the amateur category? The amateur category with Jan Rodriguez at the top, MR Corsa GT, and then Conrad Osman for Luffy Lunatics putting it P2, Thiago Pina in the Opium Racing Motorsports car third. So that is 3 Corvettes at the top, and our BMW is here, Christian Zanger. In that 4th spot in the final of On Motorsport, Michael Rosmeyer in For Fun Racing 5th, Jack Taylor, JM Motorsport Team 6th, Joe Wiltz in Joint Task Force 2 in 7th, Yuri all right, everyone, you can leave the server now. Thanks, and we'll see you back tomorrow for the race. Good night. And Jan Donza in the Oval Racing Porsche in 10th. And fame, ja! Sim Racing Was hat die Namen gesagt? At the very back of the order. So a good day at the office for a number of guys today. And